So, ich vermute mal, der Stream hat bereits gestartet. Dann herzlich willkommen zu einem erneuten Versuch, heute unser Streaming-Equipment auszuprobieren. Und was mir jetzt schon gar nicht passt, ist, dass das äh, neue Kastel auch schon Zicken macht. Ähm, Wir haben das letzte Mal, wo wir es ausprobiert haben, die Elgato HD Schieß mich tot ausprobiert. Ein älteres Modell, das der Seppi hat, das er mir dann empfohlen hatte, dass wir das ausprobieren. Und ja, das haut auch in der neueren Version anscheinend noch nicht ganz so rund hin. Deswegen probieren wir das halt trotzdem aus. Ich sitze, wie auch beim letzten Mal, direkt neben dem Gerät. Das heißt, sollte hier irgendwas nicht funktionieren, dann kann ich das schnell einen ausstecken. Ähm, ja, an und für sich habe ich eigentlich halt schon ein bisschen getestet und sagen wir, während des Tests hat es ganz gut funktioniert. Daher schauen wir jetzt einfach mal, wie es in dem Hardcore-Praxistest inklusive Streaming läuft. Und wenn das eine funktioniert, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Beziehungsweise dann noch weitere Tests durchführen. Das ist ja für euch dann wahrscheinlich auch nur von Vorteil. Ähm, ja, was spielen wir denn eigentlich? Wir spielen Link's Awakening. Jetzt ist es schon der zweite Teil meiner Session. Wir haben das letzte Mal viel Spaß gehabt. Wir haben mal 3 Dungeons geschafft. Wir haben viel geschaufelt, wir haben viel Gras gemäht mit dem Schwert und ich kann während des Spiels ununterbrochen in Erinnerungen schwelgen, weil ich das damals auf dem Gameboy hatte und gesuchtet habe wie blöd. Also es ist eins meiner absoluten Zelda-Lieblingsspiele. Und gleichzeitig ein bisschen so eins der untypischen Zeldas, auch unter anderem, weil hier sehr, sehr, sehr viele Verbindungen in Richtung Super Mario, also der Super Mario Welt existieren. Ähm, also für alle, die das sich vielleicht nicht vorstellen können, hier haben wir zum Beispiel den Kettenhund, den es ja bei Super Mario gibt. Den haben wir das letzte Mal auch schon retten dürfen. Der wurde nämlich entführt. Der Komet, so heißt er. Und wo wir es jetzt mal sehr, sehr, sehr viel Spaß in Anführungszeichen hatten, war hier drin in der Kran Arena, wo man lustige Stunden verbringen kann, um ja, Dinge zu gewinnen. Und wie ich es da schon sehe, mindestens den Stein wahrscheinlich und auch die Puppe braucht man. Servus an Gnädelwutzler und schon mal Prost. Sagen wir mal, auch wenn mich Elgato immer wieder ein bisschen enttäuscht, zumindest was diese Verbindung auf die Switch betrifft. Vielleicht ist die Switch da einfach nicht dafür ausgelegt, das kann natürlich auch sein. Ähm, Habe ich zumindest das jetzt mal geschafft. Man sieht auch, dass der Chat wieder funktioniert innerhalb von dem scheiß Overlay. Da soll doch einer sagen, streamen ist einfach. Also so viele Stunden, wie ich da bis jetzt reingesteckt habe, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Gut, wir müssen wir uns, glaube ich, heute in Richtung des Wassers begeben, in Richtung Wasserfall. Servus und jetzt ist für mich natürlich die Frage, wohin zuerst, weil wir brauchen wir wahrscheinlich Flossen. Wie ging das gerne mal mit dem Laufen? Ich kann mich erinnern, genau, hier bei dem Baum war auch eine Zaubermuschel versteckt. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir die Zaubermuscheln finden, weil, wer weiß es, was kriegt man am Ende, wenn man alle Zaubermuscheln gefunden und bekommen hat? Ganz genau, als Masterschwert. So. Ah. Schwere Geburt. So. Das hat jetzt eigentlich nichts gebracht, weil die spawnen gleich wieder. Holen wir uns gerne mal einen Tipp, wo wir hin müssen, weil ganz so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. In der Durstwüste.
ganz logisch, dass wenn man in ein Wasserfall muss, dass man dann erstmal in die Durstwüste muss. Wo müssen wir denn hin? Bin mir nicht mehr sicher. Es kann wahrscheinlich auch dieses kleine Fleckchen hier sein, wo wir hin müssen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Das hier drüben. Ach na, da sieht man es ja. Haha, geile Karte. In dem Dungeon war das letzte Mal. Da hat mir ja der liebe Amadeus gleich wieder reingeschickt, weil er behauptet hat, da gibt es nur einen geheimen Raum. Gut, ihr habt mit dem Gerücht angefangen. Ihr seid natürlich im Chat auch drauf hingewiesen, sollte irgendwas nicht passen, dann gibt es mir da einen kleinen Tipp. Vorhin habe ich zumindest nur einen kleinen Selbsttest gemacht, ob das mit dem Sound also weit passt. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht das eine zu laut oder zu leise. Und bevor die Frage kommt, nein, ich schalte mich nicht stumm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie käme ich denn in diese lustige Durstwüste? Es kommt irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass wir hier eh schon drin waren? Ha, das da hat doch Potenzial. Schauen wir mal. Okay, das hat noch nicht so ganz hier, weil ich glaube, da hier mindestens die Schwimmflossen. Scheiße, muss ich da wahrscheinlich dieses Tauschgeschäft zu Ende machen. Was haben wir denn aktuell zum Tauschen? Eine Honigwabe. Eine Honigwabe. Gut, dass die Karte nicht so groß ist. Da, selbst wenn ich jetzt so gut wie gar nichts mehr vom letzten Mal weiß, muss man nicht ganz so viel absuchen. Ich glaube, da waren wir ja das letzte Mal schon, haben was eingetauscht. Genau, der hat nämlich das letzte Mal das Hundefutter genommen. Servus an die Krawallmaus. Okay. In den Raum reingehen und da hört man schon mal stöhnen, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Aber schaut nicht so aus, als wenn wir hier schon irgendwas machen könnten. Hat irgendjemand eine Idee, wo ich Honigwaben eintauschen kann?
Oder seid ihr genauso ideenlos wie ich gerade? Da drin ist, glaube ich, die Bibliothek. Da müssen wir jetzt noch nichts machen. Honigwaben. Der pennt. Kann man auch nicht mit einer Honigwabe wecken. Stimmt, Zoodorf, genau. Aber das Zoodorf ist doch in der Nähe von der Wüste. Wenn das da schon aufdeckt ist, dann war ich da ja schon. Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Schauen wir mal, ob wir uns da vielleicht hinbeamen können. Na. Wie bin ich da hingekommen? Das gibt's doch nicht. Muschelbassin? Da waren wir gerade. Da ging's nicht rüber. Da, das schaut so aus, als wenn da eine Brücke wäre. Ihr hättet vielleicht jetzt mal doch einfach durchspulen sollen. Da waren wir noch vorhin. Ah. Ah. Ah, da waren wir doch da waren wir das letzte Mal doch nie. Nie und nimmer, kann ich mich nicht dran erinnern. Und schon sind wir drüben, ja perfekt. Das ist Zoodorf, natürlich. Ein Lied von Marin, da haben wir das letzte Mal ja auch eins gelernt. Der Speedrun liegt bei einer Stunde. Na, geh weg. Hä? Ich hab doch gerade ein Lied von der gespielt. Muss ich das irgendwo speziell spielen? Wahrscheinlich da, oder? Ach na, stimmt, da muss man ja Marin dann hinbringen. Man achte übrigens hier auf die geniale Musik, die er locker vom Alexander Markus erkannt. Da ist er Bär! Und schon haben wir die Honigwabe losgebracht. Und gegen eine Ananas eintauschen. Oh, leck, wo kriegen wir denn die dann los? Gut. Sind wir zumindest einen Schritt weitergekommen. Okay. Schauen wir gleich mal nur in alle Häuser rein. Vielleicht kriegen wir die Ananas auch gleich nur los.
Ach ja, genau. Das sind ja immer so Räume, wo man da ja, in der Pfütze auch schon sieht, dass sich da was bewegt. Und ich glaube mich zu erinnern, dass es da später eine Lupe gibt, wo man dann diese unsichtbaren Viecher sehen kann. Und da kriegt man dann wieder grandiose Zaubermuscheln. Mhm. Aber das auf eine Stunde durchspielen, das geht doch eigentlich nur mit irgendwelche Glitches, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da einer wirklich alle Rätsel auf einmal lösen kann innerhalb von einer Stunde. Okay, die Christine will erst mit Blumen. Ein Hibiskus. Alles klar. Krokodilius. Geiler Name. Nixon-Statue in der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Okay. Ich bin Kunst interessiert wie Hölle. Hippo-Model. Aber braucht man, für die Hauptstory braucht man noch diese ganzen Tauschgeschäfte. Glaube ich zu wissen. Aber schon klar, dass man dann jetzt sämtliche Zaubermuscheln und so braucht. Gut, dann haben wir hier schon mal das da aktiviert. Boah, ich habe einen Apfel. Köstlich und gut für die Herzen. Super. Walrus. Ah, okay, der will auch die Marin hören. Oder reicht es, wenn ich hier das da spiele? Nö, gut. Schauen wir, wo es da lang geht. So, weg. Ja, Twilight Princess auf der Switch wäre echt noch richtig geil. Ich habe das letzte Mal schon zum Kani gesagt, ich möchte da unbedingt Wind Waker nur auf der Switch haben, weil auf der Wii U ist ja rausgekommen. Hallo an Neva Raven. Also an alle, die jetzt etwas später reinkommen sind, ich habe jetzt wirklich nice Kastel. Ich habe jetzt die Elgato 4KX und ja, es klingt ziemlich cool. Leider habe ich ja da auch schon den einen oder anderen Ausfall gehabt. Also ich bin mir nicht sicher, ob es nicht eventuell auch einfach allgemein da mit dem Streamen von der Switch nicht ganz so gut hinhaut. Aber ich teste fleißig weiter. Und halt fällt es mir auch direkt dran auf, wenn da was nicht funktioniert. Weil, jetzt muss ich nur kurz überlegen, kann ich überhaupt schon rüber? Schaut irgendwie nicht so aus. Das schaut doch auch wieder nach Enterhaken aus, oder? Probieren wir mal kurz rüberkommen. Weil ich dieses Mal sowohl den Chat, also den sehe ich hier direkt neben mir, und ich habe hier praktisch alles halt, weil Freitag war und ich Zeit gehabt habe, installiert, alles eingerichtet. Ja, ihr hört mich halt auch besser, weil ich einen Tontest vorher gemacht habe und jetzt extra für euch das Headset drauf habe. Schauen wir mal. Vielleicht läuft es halt dann doch flüssiger. Und da habe ich schon wieder ein Herzteil gefunden. Und wir haben sogar 4. Das heißt, wir haben jetzt ein Herz mehr. Sehr gut.
So, dann holen wir doch mal die Marin. Das brauchen wir dann wahrscheinlich. Ich habe halt übrigens extra, weil ich es ja diesmal schon früher gewusst habe, wann ich stream, einen Kani gefragt, ob er nicht mitmachen möchte. Er hat ja gesagt, an Karfreitag ist jeder betrunken und da kann er nicht garantieren, dass er jetzt um diese Uhrzeit in einem Zustand ist, wo er auch aufnahmefähig ist. Gut, wenn sie nicht da ist, dann weiß ich, wo ich hin muss. Dann muss ich nämlich jetzt zum Strand. Ups. Jetzt kommt gleich, glaube ich, eine der wenigen Zwischensequenzen. Und bei unserem Glück wird die Elgato 4KX gleich wieder ein Geist aufgehen. Na, drücken wir mal die Daumen. Und der Link ist wieder gesprächig wie Sau. Wir sind mal höflich und sagen nicht nein. Servus, Andi. So, und mit dem hat er sie überredet, dass sie mitkommt und er hebt sie hoch wie eine Trophäe. Super. Ah, das ist die Gelegenheit. Mhm. So, schauen wir mal, ob wir uns auch mit der lieben Marin dann beamen können. Und ob sie da überhaupt drüber springen kann. Oder ob ich überhaupt drüber springen kann. Ach, Kim. Überleg. Einfach so aus dem Stand. Die ist ja krass. Dann schauen wir mal, was das Walross dann gleich macht, wenn die liebe Marin singt. So, dann ab zum Walross.
Ich glaube, der will was von mir, ja. So, dann geht die Marin jetzt noch ein Ständchen singen im Zoodorf und wir können jetzt mal die Durstwüste unsicher machen. Da sind wieder die Super Mario Elemente. Die Viecher haben bestimmt auch irgendeinen bestimmten Namen. So, wo müssen wir denn hin? Oh! Okay, und die Kakteen dürfen wir auch nicht dran. Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume, beide vergehen am Ende. Okay. Springen wir dort einmal das da auf. Ach so, das ist ja Herztape. Ich dachte, da geht's dann irgendwie schon rüber in den nächsten Dungeon. Dann gehen wir doch da gleich wieder raus. Treibsand. Oder vielleicht doch nicht. Oder muss man das vielleicht sogar rein? Ah, oh, okay. Na doch nicht. Gehst du her? Ah. Ach, dafür ist der Raum. Okay, gut. Das wollte ich eigentlich natürlich sagen, dass man, wenn man da runterfällt, dann in den Raum kippt. Das ist Absicht. Genau wie ab und zu absichtlich erstirbt. Dass ihr dann seht, wie da die Sequenz ausschaut. So, jetzt hat er da. Was? Und da ist der Schlüssel. Sehr gut. Bleib da! Nein! Auch Absicht, der landet ja da selbstverständlich unten und nur so kriegt man den. So, dann haben wir den Schlüssel. Und wie komme ich da jetzt rüber? Oder muss ich da noch gar nicht rüber? Das ist gar nicht mal die Durstwüste, okay. Die ist ja riesig. Da, 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 da.
Gut, so, jetzt müssen wir zu dem Wasserfall. Wäre natürlich jetzt super nett gewesen von der blöden Eule, wenn es mal auch nur die Schwimmflossen gegeben hätte. Und so wie ich das befürchte, müssen wir da erst durch diesen ganzen Tauschhandel irgendwie weitermachen. Jetzt haben wir ja erfolgreich die Honigwabe gegen die Ananas eingetauscht. Oh, das ist ein Dodo. Oder? Oder ist das irgendein anderes Viech? Das kann schon ein Dodo sein. Was ist das? Ein Minibär. Mhm. Niedlich. Also jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch grandios gemacht. Diese Hunde- und Katzenmusik. Ihr könnt jetzt einfach die ganze Zeit stehen bleiben, den Stream laufen lassen. Und ihr werdet begeistert, oder? Gut. Da waren wir vorhin noch nicht drin. Fliegengockel gehört, der früher in Möwenhof gelebt haben soll. Mhm. Hallo? Was geht denn ab? Weg. Wo kriege ich die Schwimmflossen her? Der Brückengeheimnisse lange leben. Ja. Da trinke ich sofort. Die Viecher, da kann ich... Oder brauche ich gar nicht zerstören. Holen wir uns also wieder mal einen Tipp vom Telefonmenschen. Nein, das hilft mir nicht. Super. Vielen Dank. Gut, dann schauen wir erstmal in die Nähe von den Wasserfällen. Alter! Ein grausamer Ort. Ach, in dem scheiß Zudorf ist ja auch so ein Teleport-Ding. Oder soll ich da irgendwie hoch? Na, wir teleportieren uns. Das ist sicherer. Können wir eh gleich mal zu einem Muschelbazar. Weil ich glaube, dass ich genügend Muscheln hätte, um irgendwas Cooles mal zum Grillen. Da schaut doch gut aus. Und was kriege ich? Ein ganzes Herz? Nur eine Muschel? Ein Herzteil, okay. Ah, nicht schlecht. Das nehmen wir doch mit. Wasserfall. Der Wasserfall ist da. Okay. Mhm. Mhm. Schlecht.
Also, Tauschgeschäft. Ananas. Das mit der Honigwabe und dem Bär war gut. Welches Tier isst denn gerne Ananas? Endlicher Teil der Macht. Tier? Okay, oder welcher Charakter da drin kann Ananas lieben und wollen? Und mir am besten gegen Schwimmflosse eintauschen. Boah, echt. Ich kann, glaube ich, gegen kein Viech kämpfen, ohne dass ich ein Herz verliere. Oh, Stein. Absicht. Da müssen wir jetzt hin. Jetzt gehen wir mal oberhalb von dem Zauberwald. Das ist bestimmt nicht verkehrt, wenn wir uns da mal anschauen, was wir da jetzt alles machen können. Vielleicht finden wir ja da auch irgend so ein Teleportationsding und vielleicht jemanden, der gerne Ananas isst. Ich habe immer den Tarin im Verdacht. Gegen den kann man doch nur irgendwas tauschen. Da, der ist weg. Das ist ein gutes Zeichen. Der ist bestimmt irgendwo, wo er unbedingt der Ananas braucht. Ups. Das haben wir schon. Bist du auf. Das haben wir auch schon. Da waren wir. Wer wohnt da? Ein Ananasmensch? Der schaut doch aus, als wenn er Ananas liebt. Der Dr. Wright. Das war's. Ja, das wissen wir jetzt schon. Leider antwortet mir nie jemand. Ja, weil du nicht so viel zum Sagen hast. Okay, wow. Cool. In diese Dinger da, in diese wurmartigen Viecher, oder zumindest im Gameboy haben die immer so ausgeschaut, als hätten sie einen Mantel an. Wenn die einen erwischen, dann klauen die entweder die Schaufel oder ein Schild oder so. Das war jedes Mal ziemlich scheiße, weil das muss man dann neu kaufen. Schauen wir mal. Da irgendwas ist. Na. 2 Höhlen nebeneinander. Ah! Absicht. Boah, 20 Rubine. Okay. Und 50 Rubine. Sehr gut. Das sind schon mal 7 Runden Kran fahren.
Musik. Der Fisch regt sich im Ei. Du bist dort. Ich bin dort. Okay, soll ich Musik spielen? Nö. Das war's. Okay. Das ist nur so ein Mantelfiech. Nicht erwischen lassen. Okay, hier waren wir auch schon. Aber super. Ach, ich glaube, die kann ich jetzt kaputt rennen, oder? Oder vielleicht so doch nicht. Na. Okay, hier ist nix Ananasmäßiges. Schauen wir noch in die andere Richtung. Es ist super, dass ich mich an so viel erinnern kann. Ah ja, Enterhaken Action. Gut. Ach, wobei, an die Truhe ich mir doch jetzt so. Ja, easy. Ich gehe mich dann da schon so über. Knapp. Probieren wir nicht nochmal. Ah! Wer hat mir die Hexe Ananas? Nö, die möchten nur einen Pilz. Und den kriegst du von mir. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Mit den Zombies. Und so wie das ausschaut, muss man da 100 pro graben. Yes. Und eine Schutzeichel. Schutzeichel gegen Pilz. Okay, kann man gar nichts lesen. Kann man da was graben? Soll ich da davor graben? Ach na, heute ist kein Freitag. Muss man ja nichts provozieren. Grabschändung an Karfreitag, nicht so cool. Okay. Komm her. Fein. Da, 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 da. Nein! Na, jetzt sind die ganzen Viecher wieder da. Schaffe ich das überhaupt? Easy, super. Cool, nur noch ein Herzteil, dann haben wir schon wieder ein neues Herz. Boah.
schaut denn die aus? Hallo? Geht's hier? Der lebt immer noch. Krass. Boah, das schaut alles aus nach potenzieller Leichenschändung. Nicht Leichenschändung, Grabschändung. Oh Gott. Ah, okay. Das da hinten schaut doch also wenn es Potenzial hätte, dass man irgendwas ausgraben kann oder auch nicht. Scheiß Zombies. Der Fratzenwald. Okay. Ananas, bitte. Irgendwie jemand, der Ananas will. Sie schaut doch aus, wenn es Ananas liebt. Die Trantrudi. 28 Rubine für ihr Geheimnis. Das klingt irgendwie nach OnlyFans-Prinzip. Einen geheimnisvollen Balsam. Okay, cool. Gerne nur mehr anreden, vielleicht will sie Ananas. Na, Secret verkauft man nur gerne nur mehr Geheimnis. Aber lieber doch nicht, du hast ja schon. Ja, so ist es. Zum Dank machen wir dir deine Vasen nur kaputt und gehen. Okay. Das sieht schon auch wieder so aus, wenn man graben könnte, sollte. Oder auch nicht. Ist das Hexenhaus? Also bis jetzt haben wir nur keinen einzigen Anhaltspunkt, wo irgendjemand wäre, der gerne eine Ananas von mir will. Boris, du willst doch Ananas, richtig? Gut, ich buddel auch gern. Okay, wenn ich Zeit habe, soll ich ihn in einer Hütte besuchen. Ich habe jetzt Zeit. Und hoffe, du willst der Ananas. Ich will nicht, dass du mir was Interessantes zeigst. Ich will, dass du mir Ananas nimmst und mir irgendwas anderes dafür gibst. Ah, das hat mir mein Gefühl. Ich baue kleine Kammern. Ach so, okay. Da kann man jetzt sein eigenes Labyrinth zusammenstellen. Die eigenen Dungeons. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil das macht natürlich dann einen Bock, wenn man es dann schon durchgespielt hat, dass man sich dann da nochmal ein paar Herausforderungen holt. Und vor allem, wenn man die Legend of Zelda Amiibos hat und so krank war und die auspackt hat, keine Ahnung wer das tut, deaktiviert, dann kann man da auch neue Kammern dann bekommen und dann sogar gegen den Schattenlink dann da drin kämpfen. Er ist einer von den Bossen. Ah, okay. So schaut es dann aus. Ich glaube nämlich, ich bin mir nicht sicher, ob man die irgendwo gar noch finden kann. Was möchtest du tun? Wo ist die Option zum Ananas tauschen? Abbrechen. Gut. Suchen wir weiter. Da haben wir jetzt auch schon alles aufgedeckt. Da geht's nicht hoch. Hier kein Anhaltszeichen für
einen der Ananaswelt. Da ist eine Höhle, da war man, glaube ich, schon drin. Da war mal. Da. Da war doch das eine Krokodil, das hat doch sogar das Hundefutter gefressen. Der liebt doch bestimmt Ananas. Ah. Ah. Sehr gut. Krokodil, da kann man wirklich wieder kurz vorbeischauen. Weil, dass ich da reinkomme, brauche ich einen Enterhaken. Ja. Also, wenn jemand eine andere Idee hat, wo ich diese scheiß Ananas loskriege, oder ihr meine Schwimmflossen, Kim. Der darf zum Wohle aller mich darauf hinweisen, wo ich hin muss. Du Affe, du willst doch bestimmt eine Banane. Die schubst mir jetzt mal runter, das gibt's ja nicht. Okay. Hau da einfach ab. Bitte nimm meine Ananas. Schon mal mit dem Floß die Stromschnelle runtergefahren. Der Taltalhöhen gibt es einen Floßverleih. Der Taltalhöhen. Okay, das mit dem Floß, das kann natürlich auch interessant sein. Ah. Der Taltalhöhen. Da ist der Floßverleih. Da war hier aber auch die Schwimmflossen. Gut, dann fragen wir mal alle im Dorf. Irgendjemand wird doch da dabei sein, der bestimmt eine Ananas will. Jungs, wie schaut's denn aus? Hat jemand Interesse an der Ananas? Das große Ei. Frag mich, was leichter ist. Du kannst hier nicht von der Insel. Wo soll das sein? Okay. Beim Taltal bist nicht verkehrt. Ja, aber brauche ich nicht für das Taltal die Schwimmflossen. Wahrscheinlich denke ich viel zu kompliziert und es wäre viel, viel einfacher. Willst du eine Ananas? Nein, der will, dass ich angel. Na, da habe ich jetzt echt keine Lust. Ich will jetzt das Ananas-Mysterium lösen. Du da, du stehst doch da so allein. Die Ananas mag der Papal, der Vater von den Vierlinge. Ja, aber der ist ja schon verschwunden. Der ist ja... Ach so. Okay, der ist in die Berge. Da bin ich ja auch gar nicht weitergekommen. Ach Gott. Du, Frau, wo ist dein Mo? Ja. Der hat bestimmt fürchterlichen Hunger. Ah, okay. Zum Dank zerstöre ich dir deine Vasen. Gut. Ist doch bestimmt irgendeine Höhle, wo ich noch nicht rein bin. Nein, rein. Da ging es nicht weiter. Da bin ich nicht hochgekommen.
Da wäre zumindest eine Treppe. Da sind wir vorhin schon gewesen, da bin ich ertrunken erfolgreich. Dann teleportieren wir uns doch da nochmal zurück. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was ist eigentlich da oben? Nix. Schauen wir mal, vielleicht kann ich ja da doch irgendwie hoch. Das ist doch eigentlich niedrig, da kann ich ja bestimmt hochspringen. Oder nicht? Da geht's hoch. Ich sage ja, viel zu kompliziert gedacht. Bullsette bringen alle komischen Steine, die du findest. Ist okay. Ja, machen wir uns nochmal. Dann gehen wir erstmal da hoch. Ah, das kann richtig sein. Da kommt der Uhu. Gut, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, 3-mal gehört. Ach so, wenn ich jetzt da hochlaufe, dann bin ich schon direkt beim Windfisch, oder was? Oh. Schaut euch mal das dicke Ei an. Nein, es ist nicht die richtige Melodie. Ich glaube, das brauche ich jetzt gar nicht spielen. Ah, so schaut es dann aus. Da müssen wir dann am Ende rein. So, suchen wir mal den Papi. Schaut immer so verdächtig aus, wenn da gar nichts ist. Da glaube ich immer, dass da irgendwo doch dann so eine scheiß Muschel irgendwo versteckt ist. Wenn man da vernünftig graben kann. Mei, jetzt Kim. Gut. Gut. Nix. Er ist echt nicht gesprungen, ihr habt gedruckt. Wow. Okay, das ist neu. Oh, ist das fies. Weg, weg. Nein. Gehen wir gerne wieder zurück. Und wieder ein ganzes Herz, oder? Ja, super. Völlig problemlos erreicht. Jetzt geh her, Dieter Vigiano. Gut. Meins. Das ist noch eins.
Ach, da kann nichts Wichtiges drin sein in der Kiste. Aber in der. 50 ganze Rubine. Wie kommt man da hin? Das ist doch bestimmt wieder irgendwas mit dem Enterhaken. Kann er sich bestimmt an der Kiste fest Enterhaken rüberziehen und dann über den Schädel wieder zurück. Ja, müssen wir bestimmt abwarten. Da ist ja das Taltalgebirge und da winkt ja schon jemand. Sehr, sehr gut. Vielen Dank an den Tipp, Neva Raven. Du hättest mir natürlich ja schon viel früher darauf hinweisen können, dass ich einfach nur den Stein wegtun muss. Aber sei dir verziehen. Ah, ah. Hallo? Willst du meine Ananas? Du kannst sie gerne haben. Oh, du hast die verlaufen. Ja, wie du es gesagt hast. Wahnsinn. Als wenn es Absicht war. Natürlich wird was Essbares für dich. Eine leckere, schmackhafte Ananas. Mm. Ah, so, jetzt haben wir den Hibiskus. Das war im Zoodorf, glaube ich. Schatz, als wenn man da graben muss. Doch nicht. Du laserst Ostergeschenke. Ist das sowas wie Eier bemalen, nur mit Lasern? Ich habe das als Kind gar nicht gekannt, dass man überhaupt zu Ostern irgendwie richtige Geschenke kriegt. Da hat es immer nur Schokolade gegeben. Und das hat gereicht. Das war der beste Feiertag im Jahr. Okay, da kann ich auch nicht lang. Ach so, ja, ich muss ja den Hibiskus jetzt abgeben. Kann ich mich da nicht irgendwie erfolgreich runterfallen lassen irgendwo? Na. Alles zurück. Ah! Das Teil, der macht niemand mehr mit. Jetzt geht's her, ihr Fledermäuse. Statt Eier gibt's Alkohol. Das ist der beste Eierersatz, den es überhaupt gibt. Vor allem an Ostern. So, bevor wir den Hibiskus abgeben, schauen wir noch, was da so geboten ist. Achso, anderer Knopf ist das Schild. Ach Link, du nimmst ja auch jetzt einfach nur die ganzen Dinger zum Spaß mit. Was sind denn das für hässliche Viecher? Das ist ja krass. Geht's her. Ihr einäugigen, wunderschönen Frösche.
Oh, 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 oh. Der schaut so aus, als kann die da meinen Schlüssel reinstecken. Und? Da ist der nächste Dungeon. Und da ist sogar eine Treppe. Und du hast es, dass ich jetzt da eigentlich wieder hätte hoch müssen, oder was? Jetzt gehen wir trotzdem erstmal den Hibiskus ab. Sehr geil. Teleportieren wir uns gerne mal zum Zoodorf. Dann gehen wir da den Hibiskus ab. Neva Raven, was gibt es denn da für einen Alkohol? Ist es dann ein Eierlikör? Passend zu Ostern. Hibiskus, Hibiskus, Hibiskus. Na, da waren wir schon. Na. Gehe jetzt in jedes falsche Haus, bevor ich das Richtige finde. Da, das schaut doch so verrückt aus. Na, das ist das Künstlerhaus wahrscheinlich. Da muss ich rein. Du, genau, du willst Blumen. Oh, wie entzückend von dir. Natürlich habe ich dir den Hibiskus mitgebracht, aber hättest vorhin einmal Ananas nehmen können. Brief zu Dr. Wright bringen. Oh. Ja klar, das mache ich doch furchtbar gern. Brief der Ziege. Die hat doch einen Namen gehabt. Eben, die heißt Christine. Kleine Cocktails in Dosen für die Mädels und Osterfestbier vom Hasenbräu für die Burm. Sehr geil. Ist Hasenbräu dann eine echte Brauerei oder ist das einfach ein Spaß, weil Ostern ist? Aha, anscheinend eigentlich so eine echte Brauerei aus Augsburg. Die haben natürlich auch dann saisonal dann natürlich wahrscheinlich einen großen Erfolg. Ja, du wirst es wahrscheinlich auch wegen am Namen gekauft haben. Oder Dr. Wright freut sich, weil er einen Brief bekommt. Hä? Das ist ja gar nicht die Christine. Aber geil mit dem Ziegenabdruck. Sie ist so hübsch. Besen. Ja, natürlich ist das in Ordnung. Und Besen hat doch ein Potenzial für die Hexe. Vermutlich. Ach. Kim, wer baut denn da ein Haus hin, wo dann direkt davor ein Loch ist? Da war die Hexe gar nicht. Hast du dann das Bier von Hasenbräu überhaupt schon probiert? Oder wird es dann eine Überraschung?
Schutzeichel. So, schauen wir gleich mal, ob das Klischee dann passt. Na, sie will immer nur einen Pilz. Dann muss ich wahrscheinlich ins Möwendorf. Also du hast es schon probiert, weil es kein Scheißverschenker ist. Das ist sehr, sehr löblich. Wie viel von dem Kosten ist da noch da? Hast du nur 2 Flaschen übrig, dass du dies verschenken kannst. Ah! So, so. Möwendorf. Ja, richtig. Nö. Aber was ist denn? Nix. Das schaut so aus, wenn man da graben muss. Doch nicht. Hä? Dann habe ich nämlich die Vermutung, dass der Besen hierher gehört. Oh, ein neuer Besen für mich. Ja, bitteschön. Einen Angelhaken, den ich beim kleinen Fluss gefunden habe. Ach Gott, wo muss man jetzt den scheiß Angelhaken hinbringen? Also, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, probieren können wir es ja mal kurz, ob der nicht da oben vielleicht einen neuen Angelhaken braucht. Hallo? Nein. Angelhaken, Angelhaken, Angelhaken. Ist der Tarin schon wieder weg? Nein. Hm. Hm. Da ist eine Statue, wo der eine Typ verzählt hat. Da war aber keiner. Da bin ich ertrunken, da kann ich ertrinken. Wie komme ich da hin? Bestimmt nur mit dem Enterhaken. Fischer Zwergenbucht. Zwergenbucht. Okay. Dann probieren wir es bei der Zwergenbucht. Schauen wir mal, ob du wieder recht hast. Zwergenbucht. Wo ist hier ein Fischer, der einen Angelhaken braucht? Oh, grab jetzt. Okay. Zwergenbucht.
ist da oben überhaupt noch die Zwergenbucht? Ich weiß keiner. Oh, da kann ich ja auch nicht lang, oder? Na, da trinke ich ja sofort. Da ist nichts. Springen wir mal darüber. Nein! Nein. Oh, das ist ein Herzteil. Ah, da ist ja auch nirgends irgendwie ein Fischer oder so. Da oben ist eine Treppe. Das schaut ja nicht richtig aus. Da weiß ich gar nicht, wie man hinkommt. Oder ist da am Strand vielleicht? Das heißt doch bestimmt der Tarin oder so, möchte irgendwas fischen. Da nicht. Nö. Da, 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 da. Irgendwo war da, glaube ich, auch eine Muschel. Da! Sehr gut. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Also bis jetzt ist der Schnitt noch nicht so gut rein von die Dungeons her. Nicht so wie beim letzten Mal. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz in uns. Den anderen Typen doch gefüttert. Der ist dann bestimmt wieder nach Hause gelaufen. Ich habe oben das eine Tor geöffnet. Da habe ich aber jetzt nicht geprüft, ob ich vielleicht da runter kann. Die Zwergenbucht, wenn du recht hast, kann vielleicht auch hier. So. Dann teleportieren wir uns doch mal nur zu dem Muschelbazar, schauen dann nach unten. Vielleicht ist ja da irgendwo jemand. Weil da ist ja nur hier was und da hat man nur springen müssen. Da. Ja. Die Brücke. Ja, okay. Ah, okay, ich brauche eine Brücke. Die Brücke. Ah, okay. Oh, shit. Da ist die Brücke. Unter der Brücke Geheimnisse lange leben, ja. So, ich bin bei der Brücke. Hier ist aber auch kein Angler. Und da trinke ich auch sofort und erfolgreich. Okay.
dann wirst du wahrscheinlich jetzt da sitzen und dir denken, Mann, Corby, nicht die Brücke, die andere, die ganz offensichtliche Brücke, und zwar, wenn dann die. Aber das ist nicht die Zwergenbucht. Weil hier ist sonst keine mir erkennbare Brücke. Da kann vielleicht mal höchstens eine entstehen. Dann schauen wir jetzt mal nochmal da hoch. Zur südöstlichen Insel in der Zwerge. Was? Zur südöstlichen Insel? Drunter sitzt der Fischer. Drunter. Südöstlich. Ja, aber das muss ja dann fast dieser. Drunter. Ja. Brauche ich wieder die Schwimmflossen. Sind wir wieder soweit. Ich schaue jetzt mal, ob ich nicht in den Dungeon mittlerweile reinkomme. Das war ja sinnvoll und bestimmt habe ich mich getäuscht und man kriegt die Schwimmflossen ganz anders. Außerdem habe ich hier oben überhaupt schon alles erkundet, das weiß ich auch keiner. In der Zwergenbucht zur südöstlichen Insel führt eine Brücke. Darunter sitzt einer. Das ist wie das letzte Mal, als der Amadeus mir auch weismachen wollte, dass ich ja nur unbedingt in den geheimen Raum muss von dem einer Dungeon. Da, wo geht's denn eigentlich da lang? Ich sehe schon, wir werden am Ende von der heiligen Session keinen einzigen Dungeon gemacht haben. Weg. Oh. Ganz bestimmt, wenn ich da wieder oben bin, dann muss ich einfach nur einmal runterspringen. Haben wir ja vorhin schon gehabt. Ich muss einfach viel, viel einfacher denken. Kann nicht sein, dass in Zelda da lauter extrem schwierige Rätsel einbaut sind. Da! Da! Südöstliche Brücke. Und schon sind wir im Wundertempel. Hat überhaupt nicht lang gedauert. Wir spielen ja erst 1,5 Stunden. Da ertrinke ich sofort. Außer ich springe da rüber. Achso, da kann ich gar nicht hier, oder was? Doch. Genau, wollte ich demonstrieren, wie man dann da trinkt. Okay. Alles easy. Falle. Die Bomben hätte ich gern. Oh Gott.
Oh, ich glaube, mich zu erinnern, dass ich den Dungeon überhaupt nicht mag. Und der ist keine Schlüssel. Die Karte. Tatsächlich auch gar nicht so schlecht jetzt bei dem Dungeon. Okay. Boah, ich flipp aus. Jetzt hüpf gescheit. Gut. Ah, Mist. Und da haben wir den ersten kleinen Schlüssel. Sehr schön. Bombe war noch nicht schlecht. Na. Oh, hau du ab. Schwimmflossen. Kleiner Schlüssel. So, soll ich die 3 Herzen holen oder stehe wieder nur mehr? Ja, hat sie doch gelohnt. Ah! Yeah. Gut. Dann da wieder rüber. Wo war denn da überhaupt eine Tür mit einem kleinen Schlüssel? Hä? Wieso ist jetzt die offen? Okay. Hallo? Muss ich da vielleicht die ganzen Monster zerstören? Ah. Und den Kompass können wir dann auch gut brauchen. Ja. Oh. Ich würde mich so über Schwimmflossen freuen. Das wäre so schön. Auch ein kleiner Schlüssel. Jetzt haben wir schon 3. Gut. Auch gut. Hätten wir da rein können? Oh, Scheiße. Wahrscheinlich. Unwahrscheinlich, dass er darüber springen kann. Gut. Ja, sag einmal. Ja,
Nein, lass mich. Äh. Mist. Schnabel haben wir noch nicht. Geh mir. Da kann ich auch überspringen. Von hinten kann man so eine Truhe nicht aufmachen. Toll. Das kann ich nicht verschieben. Ah, toll. Und du ertrinkst. Wo sind die Schwimmflossen? Ich hätte sie so gern. Boah! Boah! Ja, mal trinken komme. So, jetzt wird es aber dann mal Zeit für die Schwimmflossen, oder? Ah, okay. Die Reihenfolge. Prost, ja. Wir werden alle. Prost. Also das schaut doch richtig aus. Dann probieren wir doch mal den. Ist schon falsch. Ist auch schon falsch. Der schaut wieder nach Schwimmflossen aus. Ich will meine Schwimmflossen, da kann ich so nicht drüber. Boah, muss ich jetzt echt ganz zurück zu der Ohrentruhe, die ich vergessen habe. Nehmen wir mal die Bomben wieder weg, da bevor ich die verschwende. Kann ich da auch runterfallen? Na. Ach, da geht's ja noch weiter. Oh. Aber da komme ich doch auch nicht drüber, oder?
Na, das kann nicht richtig sein. Dann laufen wir da eben wieder hoch. Okay, gut. Den Schnabelausstein, der wird jetzt bringen. Was haben wir denn dann noch? Nein. Nein. Hm. Hm. Was ist denn eigentlich bei der Treppe ganz draußen? Na, das bringt auch nichts. Ja, Wundertunnel. Der wundert mich echt. Also da nochmal entlang gehe, ist ja komplett sinnfrei. Ich kann jetzt höchstens, ja, oder ich muss versuchen, dass ich entweder da rankomme. Ihr lauft da lang. Hä? Wieso bin ich da nicht geradeaus und da rechts? Oh, ihr Monster regt mir auf! So, nochmal. Jetzt geht's her. Jetzt geht's her. Oh ja. Du weg. Und du weg. Okay, du darfst da ertrinken. Das Funkeln der Platten ist des Rätsels Lösung. Ach ja, genau, das war der Raum mit den funkelnden tollen Platten. Fuck, bin ich da vorher nicht weitergegangen. Oh Gott. Ja, danke. Wo ist der Raum mit dem kleinen Schlüssel? Da wieder zurück. Da, 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 da.
Gut, nur eine kurze Stärkung. Prost. Ich glaube, ich muss nur viel mehr trinken. So, jetzt halt aber. Das ist... Oh, jetzt hängt die Streaming-Geschichte mal wieder. Aber man muss fairerweise sagen, es hat jetzt lang funktioniert. So. Jetzt sind wir wieder da. Und da ist der Zwischenboss, der erste. Das schaut so aus, als wenn ich irgendwie schnell dahinter muss. Schaut aus wie Zecke. Oh! Jetzt geh her, du. Nein! Ja, sag einmal. Okay, wahllos draufhauen, das bringt einmal. Ach, das geht ja so viel leichter. Ha! Idiot. Ah! Gut, dass ich den Wiederbelebungstrank habe. Aber brauche ich ja gar nicht. Easy. Sehr gut. Ah, 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 ah. Und? Schwimmflossen, bitte. Das sind's. Ich habe ja gewusst, dass das gar nicht durch das Tauschgeschäft hätte sein müssen. Aber ich glaube, nur so sind wir ja da hingekommen. Oh! Was ist denn das? Sind das Hunde mit einer eisernen Maske? Oh, Corby. Okay, der erste Hund ist tot. Ist das wie ein Meerschweinchen oder so? Gut, jetzt können wir das in Ruhe machen. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, das wird dann wahrscheinlich für die andere Ebene genau das gleiche sein. Und wir können jetzt schwimmen! Dann holen wir uns gerne mal den Schlüssel, der da unten versenkt ist. Weg! Da, da, da. Platsch. Ich sag's euch. Mit den Schwimmflossen ist jetzt alles viel, viel einfacher. Ich kann nimmer ertrinken. Ich kann nur durch meine eigene Dummheit sterben.
So, jetzt alle wieder runter. Da war auch noch eine Kiste. Ah, da ist ja eh nur so ein billiger 50 Rubin werter großer Rubin drin. Zack. Da war ja sonst nichts mehr unten. Nö. Und der Teil der Macht. Da ist noch eine Kiste. Oh, scheiße, jetzt hängt das Ding auf einmal wieder öfter. Ja, ihr seid beim professionellsten Stream der Welt. Genauso wie es der beste Podcast der Welt ist. Gehst du her? Schon wieder 50 Rubine. Oh, ich kann sogar tauchen. Ah, gut. Stimmt. Der beste Podcast der Welt. Okay, da muss ich ja noch gar nicht hin. Ja, das ist interessant. Da spawnen die Fische anscheinend da nicht gleich danach nochmal. Alle anderen Viecher schon. Auch useless. Jetzt geh her. Jetzt trau dich. Hä? Hier bin ich. Komm her. Ja. So, das war einmal hier. Dann hier. Mitte, oder? Mitte war's. Dann da unten. Yep. Und dann hier. Da lachen's. Ja, bitte wieder runter. Oh! Ah! Ist es richtig? Also ist es wirklich richtig, dass man dann da ganz schnell hoch muss und dann da drauf springt? Ja.
Ja, da ist er ja. Ha! Ey, Leid. Ha? Nur nach läppischen 2 Stunden haben wir fast schon den ersten Dungeon. Genau, haut's mir gerade noch nieder. Fuck. Das gibt's ja nicht. Jetzt hängt das Ding schon wieder. Okay, jetzt hängt's im 3-Minuten-Takt oder was? Echt super. Kann ich wenigstens nachschauen, wo ich hin muss. Ich muss eh zurück. Wahrscheinlich wollte mir das Kastel einfach waden. Nein, nein! Nein! So, jetzt habe ich erstmal meine kaputt. Ja, Kim, geh her. Gott, bin ich aufgeregt. Ihr bestimmt auch. Ja, nur schauen, was da dort ist. Wenn da Bomben sind, brauche ich bestimmt irgendwas mit Bomben. Dann schauen wir mal, was der Boss von uns will. Und es geht runter. Also muss ich bestimmt gegen eine Qualle kämpfen oder gegen einen riesigen Fisch. Wow. Blubber, blubber. Blub, blub. Futter, blub, blub. Der Piranha-Killer. So ist die Frage natürlich. Ist er ein Piranha oder killt er gerne Piranhas? Ah! Ja, sag einmal, hä? Haben wir schon gegen schwere Gegner gekämpft. Da war der restliche Dungeon bis jetzt das Nervigste im Ganzen. Er killt gern Piranhas, sonst war er nicht der Killer-Piranha. Ja, aber er hat jetzt auch ein paar gerufen. Also wahrscheinlich ist er selber Piranha und killt aber gern seine Artgenossen. Eigentlich uncool. Mal, wie er da hochgleitet. Elegant. Und wir haben das nächste Instrument, eine Harfe. Die Neptunharfe. Prost. Bucht, dein Weg führt dich zur Bucht. Jetzt kommt bestimmt gleich der Uhu und sagt mir genau das Gleiche. Dass ich zur Bucht muss. Ach stimmt, ich kann nicht schwimmen. Schaut sich das an. Ihr trinkt nicht mehr. Jetzt kann ich ja unter die Brücke schwimmen. Ja, hallo? Was bist denn du für ein halber Fisch? Okay, cool.
Jetzt mal ehrlich, war das nicht das schönste Lied, was ihr gehört habt? Meint schon. Spiele ihn, wenn du aus dem Wasser kommst. Okay. Oh, cool. Aha. Ja, sehr schön. Also anscheinend ist das meine Universalwaffe, wenn ich mal wieder nicht weiß, wo ich meine Tauschgeschäfte verrichten darf. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man doch im Wasser irgendwie immer an diese Muscheln dann irgendwie rankommen muss. Wie kann ich den tauchen? So. Oh, na, Moment, bevor ich da runtertauche, nochmal bei dem anderen hier. Und da nochmal tauchen. Keine Muschel. Enttäuschend. Da, da. Da ist eine Muschel. Hm, hm, hm. Wow. Okay. Aha, der verfolgt mich jetzt. Ja, warum er nicht? Das ist ein Herzteil. Und wieder eins. Unter die Brücke kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Oh, muss jetzt wieder hoch. Das Haus bringt mich. Das Haus an der Bucht. Ah, das ohne Haus, okay. Mich irritiert das, hat der Geister. Was soll denn das sein? Was ist denn das auf dem Kopf? Sind das Ohren? Soll das süß wirken? Da kann ich nicht lang. Da ist doch bestimmt eine Muschel. Da, 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 da. Schau mal, da ist eine Brücke. Aha, da ist aber nichts. Die Wasche ist nicht die richtige. Das Haus bringt mich. Ja. Bitte nicht immer so fordernd sein. Und jetzt? Zwei Schreine. Einer im Norden von hier, der andere im Süden. Gehe erst nach Süden, wo die alten Reden von Wünscherisch erzählen. Okay. Boah. Boah. Alter. Hallo. Was soll denn das eigentlich? Irgendwelche Viecher, die zwar ausschauen wie Pilze, die fliegen können und dann nur Bomben werfen. Ja, Herr Philipp ist auch da, hallo. Dass der Stream auch mal ruhig und entspannt sein kann. Für euch, ja. Ah, und Sache ist auch da, hallo. Ja, so halbflüssig. Also, es hat zumindest vorhin lange Zeit funktioniert, bis ich es dann anscheinend verschrien habe. Jetzt kommentiere ich es lieber auch nicht groß, sonst bricht es gleich wieder ab. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt gerade richtig drauf bin. Mit dem Ding an. Ich flippe aus.
Der schaut doch verdächtig aus. Ja, wieder eine Muschel. Ja, natürlich schaue ich mega süß aus. Dankeschön. Ach so, du hast es eh gleich richtig kommentiert. Danke, dass ich nicht süß ausschaue. Und das am Feiertag. Genau, zähflüssig ist es. War ich da vorhin schon? Ja. Das heißt, da waren wir auch schon. Ach, ich bringe jetzt erstmal den Geist weg, denn der regt mich auf. So, ich habe vorhin ein tolles neues Lied gelernt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Geist dahin bringen muss. Dann belästigt mich der Geist schon mal nicht mehr. Und dann war ich ja eigentlich schon in der Nähe von der Brücke, wo der Neva Raven mir ja vorhin hier verleiten wollte. Dann kann ich das auch gleich noch machen. Jetzt mittlerweile ertrinke ich ja nicht mehr. Prost. Ja, lass da nur Zeit. Du lieber Geist. Boah, echt jetzt? Wieso ist denn der so langsam? Ja, jetzt sind wir richtig drauf. Vorher noch nicht am Schirm gehabt, dass du noch nicht schwimmen kannst. Ihr, wie? Wie kann denn das sein, dass du das in dem Schirm gehabt hast? Ich habe die ganze Zeit gesagt, es geht darum, dass ich die Schwimmflossen brauche. Aber du hast es gut gemeint. Du hast ja recht. Ey, hat der Geist gerade gesagt, jetzt muss ich ihn zum Grab bringen. Toll. Also belästigt er mich nur weiter. Aber gut, dann holen wir uns erstmal nur die Brücke. Und da ich jetzt schwimmen kann. Ah! Das schaut auch wieder verdächtig aus nach Muschel. Da, 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 da. So, jetzt hängt's gerade wieder. Aber das nächste Mal, wenn es hängt, dann kann ich die Chance dann kurz nutzen und mir ein neues Bier holen, weil meins ist jetzt gerade leer. Und da haben wir wieder eine Muschel, sehr gut. Ach, der taucht dann dauerhaft, das ist ja cool. Da kann ich doch jetzt anlocken. Es ist lustig, der Geist geht dann auch runter. Ja. So, was kriegen wir hier? Oh, das ist ein Herzteil. Sehr gut.
Ah, da ist wieder der Typ, der uns mit dem bestrafen will, dass wir halt mehr tragen müssen. Also ich glaube, man muss Holy oder sowas nur dann trinken, wenn man auch da gesponsert wird. Ich trinke die ganze Zeit Goldkäpfer Karmeliten in der Hoffnung, dass die uns sponsern. So, schauen wir mal, mit was er mich diesmal straft. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen? Ja. Krass. Tja, jetzt hat er uns damit bestraft, dass ich jetzt 60 Bomben mit mir rumtrage. Boah. Ja, danke, dass ihr mir die Daumen drückt, dass wir von Karmeliten gesponsert werden. Oh. Ist es nicht einfacher, wenn ich mir jetzt zu dem Zoodorf beam? Na. Wie bin ich denn? Doch. Was gibt's denn für Geschmäcker von Holy? Ich hab das noch nie drungen. Er wäre seelenruhig da zwischen Bomben und irgendwelchen anderen Geschichten durchschwimmt. Da ist der Angler. Hallo. Ja, spring halt dann da hoch. Lieberling, spring da hoch. Natürlich haben wir einen Angelhaken. Den habe ich in der Semmel gefunden. Bitteschön. Hier. Das ist wirklich witzig und für diejenigen, die das Gameboy-Spiel noch in Erinnerung haben, da hat man nämlich statt einer Perlenkette ein Bikini-Oberteil bekommen. Und später, wenn wir nämlich das einlösen, dann wisst ihr aber warum. Achso, da gibt's keine Geschmäcker. Babs süß und brutal süß. Warm. Ach, das sehe ich schon. Hä? Da ist ja meine Perlenkette. Gib sie mir zurück. Und wie schon gesagt, im Gameboy-Spiel war es ein Bikini-Oberteil. Ich gebe dir auch eine Schuppe von mir. Alles klar. Hey, wieso tauchst du ab? Was zum Teufel? Achso, ja, den kann sie ja selber nicht ausreißen. Das muss schon der Link dann machen. Gut, so, der Link hat jetzt der netten Nixe das Nixen-Schuppenteil abgerissen. Und die haut jetzt ab. Auch völlig zurecht. Was machen wir jetzt mit der Nixen-Schuppe? Hey, da ist doch ein Dungeon. Gehen wir da schon hin?
Nein, nicht hier. Boah. Gut, dann bringen wir die erst nur zu deinem Grab. Was? Kaktusfeige und Wassermelone. Kaktusfeige. Wie kommt man mal auf sowas? Grab. Da waren die Gräber und ich glaube das Grab von dem Mambos Teich. Was? Mambos Teich? Okay, schauen wir mal. Ah. Erdbeer und Blaubeere. Solange sie, irgendwas habe ich neulich gelesen. Das habe ich eh im letzten Stream mit dem Seppi und mit dem Kani erzählt. Wo es dann was war? Das war nicht nur Cheesecake, da war noch was dabei. Strawberry Cheesecake oder so? Wo man sich auch fragt, ja, will ich denn das schon als normalen Kuchen? Und dann ist die zweite Frage, will ich denn das überhaupt trinken? Mein Schatz, für dich nutze ihn. Tschüss. Okay, ihr habt eine Feenflasche erhalten. Da bist du wieder. Sei ernst. Ich muss jetzt also da hin, wo der Geist gerade gesagt hat, na, nicht da rein. Gönnergy. Genau, Gönnergy war das. Strawberry Cheesecake oder so. Und das andere hieß einfach nur exotische Geschmäcker oder so. Also auch richtig geil. Also der liebe Uhu hat gesagt, ich muss jetzt genau da hin, wo ich eigentlich gerade war. Dahin. Und das ging übers Zudorf. Ach Gott. Das ist aber wenn man nicht mehr 14 ist. Naja, eigentlich hoffe ich, dass 14-Jährige das vielleicht gar nicht so cool finden. Das ist wieder die Nixe. Eins der Model für einen Künstler aus Zudorf zu einer Statue fehlte ihm damals aber eine Schuppe. Es gibt eine magische Schuppe. Ah, okay, danke. Dann weiß ich jetzt auch, wo ich die Schuppe dann später hier muss. Jetzt haben wir wenigstens keinen Geist mehr dabei, der mich belästigt. Fischmaul. Das ist jetzt kein Dungeon. Ah, vielleicht doch. Ah! Oh, du scheiß Erdmännchen oder was auch immer du bist. Aha.
Hm. Ist vielleicht dann doch schon der nächste Dungeon. Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Okay. Ein bisschen mehr Geduld. White Peach, das sagt mir auch irgendwas. White Peach ist Gönnergy, glaube ich, vielleicht. Kann mir aber auch stark täuschen. Ich schaue meistens gar nicht auf die Geschmäcker, wenn ich mal irgendwie einen Energy Drink hole. Weil ich mir denke, das schmeckt eh einfach immer sehr unnatürlich. Die Hauptsache ist ja, dass es wach macht. Sollte man denken. Ah. Okay, vielleicht dann doch nicht A. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie das ausgeschaut hat. Hä? Was muss ich denn jetzt nachbauen? Das hier oder die farbigen? Die farbigen. Kann ich denn das... Kann ich denn das nur einmal schieben oder öfter? So, Link, jetzt streng dich mal an. Echt, nur einmal. Einmal. Die stehen doch schon so und so. Das heißt, da was hier schieben bringt nichts. Und jetzt, aber nach unten ging doch gerade nicht. Also ich bin der professionellste Spieler aller Zeiten. Das ist immer eine gute Idee, einfach mal zusammenschieben. Hä? Das war doch gar nicht ersichtlich. Ich glaube, das ist nur in die Irre führen. Du bist nach 10 Minuten bei Oppenheimer eingeschlafen. Aber wahrscheinlich, weil du sehr müde warst, oder? Nicht wegen dem Film. Also von der Größe her ist das irgendwie schon der nächste Dungeon. Das ging aber dann erstaunlich problemlos, außer dass ich von dem Geist belästigt worden bin. Ah, okay, das hat mit dem gar nichts zum Tor gehabt, das Rätsel. Hä?
muss doch da bestimmt irgendwie den Kopf dann nehmen, oder... Hä? So, okay. Und dann? Freund? Bombe, keine Ahnung. Okay, cool. Ach so, okay. Die von Oppenheimer grandios. Wobei, zugeben muss, ich habe mir den zweimal im Kino angeschaut. Beim zweiten Mal, wenn man da schon alles weiß, dann, ja, dann wird man irgendwann auch mal ein bisschen müde. Oder man wartet halt dann, bis der erste große Test kommt. Ja, danke. Jetzt weiß ich mittlerweile auch, dass ich da die Bomben brauche. Stahlfossmeister. Na, schauen wir erstmal da runter. Stimmt, Peaky Blinders Film gibt's auch. Bald. Ich habe neulich gelesen, dass 2025, glaube ich, ein Film zu Community rauskommen soll, also zu der Serie. Und ich habe jetzt auch erst vor kurzem wieder Community komplett geschaut und habe mir aber dann eigentlich bei den letzten 2 Staffeln schon gedacht, na, ich brauche da gar keinen Film mehr. So gut war es zum Schluss aus, nämlich dann doch nicht. Und vor allem, wenn nicht der Jeffy Chase nur mitspielt. Aber der wird das höchstwahrscheinlich rein vom Alter her nicht mehr machen. Hallo. Gehst du her? Ah. Ah. Enthaken. Also ich mich da schon trauen, runter zum Hüpfen? Naja, muss ich eigentlich fast, ich habe ja keinen kleinen Schlüssel. Ich krieg jetzt dann gleich eine Enterhaken. Da freue ich mich schon drauf. Pfeil? Du hast einen Pfeil erhalten, wenn du jetzt noch einen Bogen dabei hättest, ja. Das wäre wirklich super. Ja, komm her, da. Ah. Wie kann man die Viecher gleich nochmal kaputt machen? Von welcher Serie schreibt ihr gerade? Peaky Blinders oder von Community? Ich will den Enterhaken. Achso, Peaky Blinders. Ah! Ja!
Ich will doch da rein. Ich will den Enterhaken haben. Lass mich rein. Mann, jetzt muss ich wieder rüberspringen. Ja klar, lauf da immer rein. Reicht auch vorhin schon. Kann jetzt mal ein kleiner Schlüssel drin sein. Ja, Lost fand ich ja ziemlich cool. Kann ich mir mittlerweile damit abfinden, wie es geendet hat. So, jetzt hängen wir gerade wieder. Ihr könnt jetzt dabei den Schnabel begutachten, während ich hier einen ausstecke und mir aber, weil ich das ja verdient habe, schließlich bin ich ja jetzt irgendwie aus Versehen in den nächsten Dungeon gekommen, mir Bier hole. Bis gleich. Hallo! Ich hoffe, ich habe jetzt irgendjemanden erschreckt. Als Wiedergutmachung stoße ich mit ihm virtuell an. Prost. So, weiter geht's. Also, das haben wir, das haben wir. Da sind wir rein. Enterhaken. Da kann ich hoch. Ah.
Der schaut doch verdächtig aus, da muss man ganz bestimmt tauchen. Was? Du bist der He? Das heißt, du haust ab, oder was? Dann, Neva, Raven, vielen Dank für deine Tipps oder Irreführungen, je nachdem, was du für Motivation dahinter gehabt hast. Und dann wünsche ich auf jeden Fall ein schönes Osterwochenende. Wir machen hier dabei weiter. Na, ich würde ja gerne, aber ich brauche einen Enterhaken dazu. Der Erhabene. Da habe ich eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte. Da käme ich so nicht drüber. Oh, ich flippe aus. Also muss ich jetzt da wieder zurück? Ah ja, da kann man nicht noch lang. Na, 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 na. Ich lass mich so gern von diesen Monstern vermöbeln. Na, jetzt schauen wir erstmal, was da drüben ist. Ah, unser Kumpel. Du bist wirklich penetrant, weißt du das? Ja. Bombe, Bombe, Bombe. Ist eigentlich schon gemein. Da kann man ja zumindest mal irgendeine Mini-Belohnung dann kriegen, wenn man den besiegt hat. Oh, ein Enterhaken oder so. Ah. Jetzt hat! Hier können nochmal Bomben oder ein Enterhaken. Hier kann ich auch rüber. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich da irgendwie rüber? Ah, nicht. Oh, jetzt hängt das Ding schon wieder. Wirklich das beste Zeug mit der Switch. Also, wenn wir mit Link's Awakening fertig sind, dann möchte ich das mal mit dem Kastel mit der PlayStation versuchen. Ob das dann da genauso fehlerbehaftet ist oder ob das dann da zumindest mal flüssig durchläuft. So, da ist wieder unser Kumpel.
Jetzt, Kim, da ist der Enterhaken drin. Anders kann es gar nicht sein. Oder ein urheiliger kleiner Schlüssel, den keine Sau braucht. Oder die Karte. Ah. Gut, wir wissen ja jetzt zumindest, in was für einen Raum wir müssen. Da fällt mir jetzt gerade ein, hat nicht der komische Fisch gesagt, ich kann das auch in dem Labyrinth spielen? Schauen wir mal. Da muss ich nicht mehr lang. Da brauche ich mich nur hier mit dem Enterhaken. Da müsste ich wieder runter. Enterhaken, Enterhaken, Enterhaken. Also muss ich jetzt sowieso dahin. Dann probieren wir das doch mal. Zum Startpunkt. Yes. Hey! Ha? Das ist doch mal was Nützliches. Ah. Wo war denn der Raum? Muss ich da runter? Kann es sein? Ja. So. Weg. Aber ist egal. Gegen die muss ich ja eh nicht kämpfen, sondern gegen ihn hier. Da ist er ja. Oh. Link, ich hasse die. Oh Gott. Und wie ich die hasse. Ja, hätte mir Arm dreht. Oh, jetzt ja, der springt, aber liegt die Bomben gleich. Nein! So, du lässt einen Enterhaken fallen, richtig? Das ist ja ein braves Viechi. Das, so, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles Nützliche. Ich kann mich zumindest gar nicht mehr erinnern, was dann so die restlichen Artefakte sind. Weil mit dem Enterhaken können wir dann auch nochmal in ziemlich viele Stellen außerhalb, wo wir dann einige tolle Rätsel lösen können. Was kann der? Schau hier, jetzt hat er keine Maske mehr. Oh. Kann er die Sonne auch besiegen? Nein. Yes. Sehr cool. 100 Rubine. 10-mal mit dem Kran fahren. Ah! Ah! Kommst du her? Juhu!
Meister scheint die eine. Das ist beabsichtigt gewesen, dass ihr seht, wie lustig das ist, wenn man diese ganzen kleinen Viechis da rumtragen kann. Oh! Stirb! Ah, der erste kleine Schlüssel. Und wir sind da wahrscheinlich jetzt schon seit über einer halben Stunde herin. Da, 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 da. Wow. Ah, ist das jetzt der Zwischengegner? Alter! Der unten soll doch mal dieses scheiß Auge aufmachen. Ja, okay. Gut, dann machen wir erst den oberen. So funktioniert das nicht. Das ist gemein. Wieso seid ihr zu zweit? Ich bin allein. Oh! Jetzt sag ihm. Nein. Gut, dass ich ein Vieh habe und auch noch so ein lustiges Getränk. Wiederbelebungsgetränk. Mit Strawberry Cheesecake Flavor. Yes. Ist die erste schon mit tot? Du kannst bis nach unten laufen. Wow. Ein halbes Herz habe ich noch. Haha. Ah! Ah! Das war Absicht, dass ihr mal seht, wie das ist, wenn man wiederbelebt wird. Jetzt macht er Auge auf. Du kannst genauso gut als der Endboss sein. Und du kannst mit zielen. Die holen wir uns gleich nochmal. Ach so. Die haben wir ja noch. Ja, dann war das der ohne Trank. Da ist der coole Rahmen.
Mhm, mhm, mhm. Dann beamen wir uns doch jetzt wieder gleich mal an den Anfang zurück. Da ist es noch. Sehr cool. Teil der Macht. Können wir nie genug haben. Das bringt ja nichts. Ja, Kim. Hä? Nimm doch euch mit. Wie oft willst du noch runterhüpfen? So, so, so. Ich brauche einen kleinen Schlüssel und keine Rubine. Nein! Da ist er. Toll. Wenn ich jetzt mich mit dem Analyt wieder genau dahin zurück teleportieren könnte, wo ich vorhin war, das wäre auch supi. Mhm. Aber da muss ich gar nicht mal lang. Das kann ich höchstens nutzen, dass ich da wieder rauskomme. Ach, machen wir das doch wieder über die Abkürzung. Prost! Nein! Ach, ich wollte den Enthaken hernehmen. Ah, ich flipp aus, das gibt's ja nicht, da muss ich gar nicht hin. Ach komm, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Das ist doch scheiße. Wenn man wenigstens wüsste, wo diese blöden Treppen immer hinführen. Also, ich muss hier hin. Und wie komme ich da hin? Wo muss ich hin? Da war ich. Das ist alles useless. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Doch, da geht man rein, dann geht man da. Na, da raus.
Dann muss ich da hoch. Wo geht denn die Treppe hin? Die geht da bestimmt dahin. Also muss ich hier hin. Das heißt, ich spiele wieder dieses lustige Lied. Und gehe dann wieder von vorn darüber. Okay, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. War überhaupt dann jemals drin? Ja, doch. Hä? Das ist auch falsch. Boah. Also, nochmal. Bei der Scheißtreppe kommt man da raus. Hier kommt man da raus? Na, bei der Treppe kommt man da raus? Bei der kommt man doch hier raus? Da kommt man da raus? Also fehlt mir doch eine komplette Treppe. Hm. Habe ich irgendeinen Raum vergessen? Nochmal. Da kommt man hier raus. Da kommt man hier raus. Da kommt man... Also ich nehme das zurück, dass der Dungeon mit den Schwimmflossen der schlimmste Dungeon war. Was war denn da? Ha! Ah! Wo bin ich jetzt?
Jetzt hat Kim Beam die. Gut, gut. Gut. Ich habe wieder einen Enterhaken hier, sonst spielt es an dem blöden Spiel nochmal. Ach, da muss ich ja gar nicht hoch. Da, 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 da. Wir besiegen jetzt den nächsten Boss. Den Windfiss. Puss. Okay, ich kämpfe also jetzt einfach nur gegen einen Schwanz. Passt. Der Schleimaal. Ah! Das hat doch bestimmt was mit dem Enterhaken zu tun, oder? Yep. Okay. Jetzt geh her, du Schleimaal. Ah! Ah, okay. Oh! Ah! Okay. Und nu? Wird der weniger? Oder bilde ich mir das überhaupt? Den springt's doch dann irgendwie selbst. Oh, fuck you. Kim, ich hab nur Fee. Na! Okay, gut, dann habe ich halt Kaffee. Oh, fuck. Boah, das war jetzt richtig unnötig. Ja, aber klar, dass das jetzt da Kim. Okay. Okay, die Taktik war aber gerade total dämlich. Ach, Corby, okay, das ist nicht dein Durchgang. Jetzt, Kim. Nein, ausrum und draufhauen. Ja. Oh. Aber ich hab doch da nur eine Fee. Jetzt.
Wie kann ich denn dieses blöde Pulver eigentlich da verschieben? Das geht doch ganz bestimmt. Du gehst jetzt mal da runter. Okay, geht doch nicht. Gang zurück. Und ist das nicht der spannendste Kampf gegen einen Stachelschwanz, den ihr halt gesehen habt? Kim. Kim. Okay. Boah, fies. Oh na, komm. Ich will das nicht noch mehr machen. Ich habe einen neuen Nemesis gefunden. Und es ist der Stachelschwanz. Sehr gut. So, jetzt kommen alle guten Dinge. Das sind 3.
Mei, jetzt können wir wieder auf meiner Seite raus, Kim. Oh. Darfst die nicht. Ja. Oh, ich finde den so toll. Nein! Ach, hau ab. Ja! Boah, war der nervig. Oh, Mann. Oh. Die Windmarimba. Marimba. Aha. Schrein, Inselgeheimnis im Schrein. Cool. So, wir brauchen jetzt eigentlich gar nicht mehr so früh. Wir haben... Doch, wir brauchen nur mindestens 3 Instrumente. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, beamen wir uns hier weg. Und zwar... Was haben wir jetzt? Ein Enterhaken. Enterhaken. Ja, da können wir schon ein bisschen was machen. Aber wo fangen wir an? Wo gehen wir hin? Gehen wir mal ins Möwendorf. Erstmal zurück. Urungersteppe. Zwergenbucht. Was bei der Zwergenbucht? Ich glaube, wir haben doch jetzt dann, wie viel Münzen? 954. Das könnte genug sein, dass wir uns einen Bogen kaufen können. Und da ich nicht genau weiß, ob nicht das Limit sowieso für Rubine bei 1000 liegt. Oh, echt jetzt 980. Gut. Jetzt hängt's wieder. Ist von eigentlich überhaupt nur irgendjemand im Chat? Oder funktioniert der ganze Stream nicht mehr?
Angeblich 7 aktive Zuschauer. Mal schauen. Ah, Test. Wir schauen gespannt zu. Okay. Im Süden der Zwergenbucht soll es eine wunderschöne Nixenstatue geben. Aha. Gut. Scheiße. Da waren wir gerade. Okay. Da machen wir doch jetzt einmal nur das Kranspiel, bevor wir da wieder zurückgehen. Wenn wir schon mal da sind. Das lustige Kranspiel, da kann man auch sehr gespannt zuschauen. Und wir holen uns jetzt mal den Stein da hinten. Jetzt gehen wir runter. Ah! Ja, Kim, das ist doch arschlangsam, das Teil. Jetzt, Kim. Nicht runterfallen. Wow! Aufs zweite Mal. Was ist denn das überhaupt? Na, Moment, ich will erst gucken, was wir da haben. Du hast einen Kammerstein erhalten. Aha, für den Boris wahrscheinlich. So, dann holen wir uns da hinten nur die Puppe. Ja, ein bisschen schneller. Hä? Greif zu. Okay. Das ist gut. Ah. Oh Mann, der kann rausfallen. Den erwischt der nicht einmal gescheit. Weil der Kopf von dem komischen Pilz so riesig ist. Ja. Was erst anders? Stopp. Stopp. Ja, jetzt Kim. Perfekt. Nein, fall nicht raus. Boah, perfekt. Also, das ist ja ein richtiger Lauf. Geil. Die Gumba-Figur. Die Viecher aus dem Gumbas. Okay. Schauen wir mal, was jetzt drin ist. Boah, Herzteil. Ja. Holen wir trotzdem. Man will die denn überhaupt, wenn es ganz hinten ist? Dann ist sie jetzt wahrscheinlich ganz gut. Ah. So, jetzt Slide rein, Kim. Fast. Oh.
Das ist knapp die Höhe von den Rubinen. Aber der Kran ist halt so unberechenbar. Stopp. Jetzt Kim. Und... Ja! Bleib drin. Puh. Dankeschön. Das war jetzt wirklich Glück. So. Dann schauen wir mal, was jetzt drin ist. Bomben. Ach, und der Muschel. Die Muschel brauchen wir natürlich auch noch. Das kann diesmal ein bisschen einfacher sein. Easy. Jetzt ist aber nur Mist drin, oder? Ja, gut. Dann haben wir das ja eigentlich mehr oder weniger schon durchgespielt. Sehr schön. Dann, was haben wir denn zum Tauschen? Die Schuppe. Ah ja, genau, wir müssen mal zu der Statue. Und das machen wir am besten über das liebe Zoodorf. Glaube ich. Ja. Können wir kurz bei der Christine vorbeischauen. Ja, klar, wieder ein Brief abgeliefert. Oh, cool. Da haben wir jetzt auch wieder mittlerweile ganz schön viel. Könnte auch sein, dass wir da irgendwas dafür bekommen. Zum Dank wieder mal die Vasen zerstören. Nixenschuppe, ja. Ich muss jetzt dieses Bild beenden. Vollende bitte die Nixon-Statue. Okay. Jetzt hören wir uns noch mal kurz das Lied an. So. Ah. Teil der Macht, sehr gut. Jetzt geht's her, ihr scheiß Monster. Hä? Du, ihr hebt dir deinen Felsen hoch. Oh, nein. Okay, die machen wir trotzdem fertig. Nein, ich muss wieder hoch. Ich kann die Dinger jetzt besiegen. Das mache ich jetzt sofort. Alle. Hier, 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 hier. Nein! Oh. So, und jetzt bin ich auf der richtigen. Oh, ich flippe aus. Und da ist die Nixon-Statue. Du hast die fehlende Schuppe in die Nixon-Statue gesteckt.
Aha. Äh. Hallo? Was ist denn die Scheiße? Oh. Magische Lupe. Ach stimmt, ich habe jetzt für die Schuppe gar nichts mehr gekriegt. Das heißt, ich bin jetzt fertig mit den Tauschgeschäften. Ah, das fühlt sich fast schon irgendwie ein bisschen traurig, oder? Aber das heißt, mit der magischen Lupe kann ich jetzt wieder ein paar neue Viechis entdecken. Das ist doch super. Zum Beispiel diese Viechis, die mich hier gerade angegriffen haben. Die hier. Oh, hör auf. Dann kriegt man nicht nur mehr was dafür. Nett. Ich glaube nämlich hier ganz hinten. Ja, was machst denn du da? Okay, schön. Genau, da sieht man nämlich jetzt den da. Oh! Er macht's ganz spannend. Er verrät uns erst, was er will, wenn wir das Kastel neu starten. Ach ja, Technik. Und er will selbstverständlich seine Ruhe. Und gibt uns dafür eine Zaubermuschel. Und was machen wir zum Dank? Ah, okay. Zum Dank zerstören wir die Vasen. Dann machen wir das nur, was er gesagt hat. Stimmt, beim Strand war nur Höhle. Hm. Selbstverständlich beamen wir uns da auch hin. Waren wir da schon? Bestimmt. Da war nämlich eine Muschel. Strand, Strand, Strand. Da ist die Höhle. Was? Also, der will gegen irgendwas tauschen. Alles ist sinnvoll, was ich habe. Ich will ihm eigentlich da gar nichts geben. Ich will ja aber natürlich ja wissen, was er hat. Ah, jetzt habe ich wieder B zugedrückt. Ja. Ey! Da muss ich doch den Bogen kaufen. Das ist ja sowieso optionales Artefakt.
Moment, wie viele Rubine habe ich denn? Oh fuck, weil ich vorhin das Kran gespielt habe. Dann. Ja, gehen wir trotzdem zurück. Dann können wir ja telefonieren. Ups. Wo ist eigentlich der Tarin? Den haben wir doch verloren mittlerweile. Ja, ja. Maskentempel. Er ist nördlich vom Zoodorf. Ah ja. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Da waren wir doch vorhin schon. Da sind wir irgendwie hingeschwommen und dann sind wir abgelenkt worden und sind ganz woanders hier. Na, der Tarin ist nicht da. Hm. Ach ja. Halterung für etwas Buhu. Gumba haben wir aktuell. Shy Guy. Stachi. Puki. Komet. Scheiße. Wo sind nur so Halterungen? Cheap haben wir auch nicht. Da hinten ist noch eine. Blubber haben wir auch nicht. Sonst ist da keine. Krass, wie viele Figuren es da noch gibt. Piranha-Pflanze, so, da kann sie ja nur das sein. Für Gumpa. Möchtest du die Gumpa-Figur platzieren? Ja. Ihre Augenbrauen wurden mit besonders viel Liebe gestaltet. Wow. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir zu der Ruine kommen. In der Höhle kann ich nicht zufällig nur einen Enterhaken brauchen. Nö. Wo kann man denn jetzt nur den coolen Enterhaken benutzen? Weil der sehr, sehr sinnvoll ist. So, wieder Vieh für den nächsten Stachelschwanz, den wir bekämpfen.
What's this? Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal nur eine Muschel vergessen. Yep. Ja, ja. Da war noch was mit dem Enterhaken. Yes! Ha, sowas liebe ich. Wie geht denn das? Wie haben wir denn jetzt da runterfallen können? Herzteil. Natürlich gehen wir jetzt zurück. Ich komme nur so wieder weg. Oder hätte ich darüber müssen? Ja. Da können wir nämlich jetzt nur was Lustiges machen. Scheiß auf den Pfeil und Bogen. Bevor wir da reingehen, schauen wir noch kurz, wo es da lang geht. Da ist ein Herzteil. Und da komme ich nicht hoch. Oh. Jetzt machen wir nämlich Floßrennen. Oh, und da können wir auch als Dank sehr viele Basen zerstören. Das gefällt mir ja immer. 100 Rubine! Ich habe jetzt irgendwie gedacht 15 oder so. Aber klar, wenn wir es machen. Stromstellen zu befahren, Schnappschnellen, muss so viele Items wie möglich greifen. Schnappstellen oder Schnellschnellen. Machen wir erstmal Schnappen. Okay. Ah, nein. Holt er das? Okay, da kann ich ja springen. Halt! Halt! Nein! Oh Mann. Okay. Okay. Wow. Halt. Nein! Nein! Da muss ich doch ganz bestimmt graben.
Das kann ja gar nicht anders sein. Was hätte ich es gewusst? Wo ist mein Floß? Ach, da. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich, wie man das gedacht hatte. Da, 1000 Rubine. Ich hab doch gewusst, dass das das Maximum ist. Möchtest du nochmal fahren? Wollen wir? Na, weil das ist, glaube ich, nicht kriegsentscheidend. Jetzt können wir uns den Bogen nur schnell holen. Ach, schade. Hier. Können wir weiterfahren. Ist das jetzt da, wo ich das Herzteil holen kann? Ja. Und es ist sogar das 4. Sehr schön. Ein Herz mehr. Okay. Jetzt haben wir eh dann bald die ganze Karte schon. Das ist interessant, dass man das da auch schon sieht. Und wieder Herzteil. Da ging es nicht weiter, oder? Na. Ruby. Ach doch. Da geht's ja weiter über 1000. Okay, dann gibt's sogar kein Limit. Cool. Ich wollte zum Muschelbazar. Weil ich glaube, dass wir mittlerweile ja doch wieder ganz schön viel Muscheln haben. Vielleicht kriege ich ja dann irgendwas Cooles. Aber wir sind schon noch hübsch weit weg von Master Schwert. Ah! Wir haben nicht mal die Hälfte. Oh. Ein Muscheldetektor. Er zeigt ja an, dass ich eine Muschel in der Nähe befinde. Cool. So, ich glaube, ich muss da eh rein. Hä? Der hat jetzt schon ausgeschlagen.
Was ist das, die da oben eine vergessen habe? Da war die ganze Zeit eine Haarmuschel. Okay. Ah, das ist wieder dieses Ding. Vielleicht kann ich da jetzt mit dem Enterhaken irgendwas machen. Ja. Okay, aber nur dann. Hau ab jetzt! Dann kann ich über den nicht drüber springen. Hm. Sehr gut. So, jetzt bei Wunderschlüssel. Da wo ich jetzt gerade bin, da waren wir ja auch vorhin schon. Aber ich glaube in der Höhle da hinten war ich auch noch nicht. Ach, doch, natürlich, da war ich ja gerade. Schauen wir zumindest noch kurz zum Wasserfall. Kann ja sein, dass da eine Muschel ist. Ach na, kann gar nicht sein. Wir haben ja mittlerweile einen Detektor, der darf der dann da ausschlagen. Boah, ihr dreckigen Viecher. Fischen. Der Schlüssel ist beim Fischen, echt. Oder du willst mir einfach nur weiter leiden sehen, nachdem ich jetzt das Kranspiel schon durchgespielt habe. Öffnet der Windfisch nicht die Augen, bleibt der Held auf der Insel. Das ist aber nett. Da muss ich doch hin, oder? Das ist doch richtig. Das sind, glaube ich, ja irgendwelche... Genau. Da, und die kann ich dann wieder wegsprengen. Das macht mich ein bisschen nervös, dass da jetzt die ganze Zeit Pfeile rauskommen. Das könnte fast bedeuten, ich brauche tatsächlich diesen Bogen.
Ah, nein. Okay, das war useless. Ha! So. Dann gucken wir mal. Wieso nur Pfeile? Ich hab keinen Bogen. Bitte, bitte, bitte. Irgendwie ohne Pfeil. Die kann man bestimmt ohne Pfeil besiegen. Wir haben Enterhaken. Was soll denn das? Macht er jetzt den Boden kaputt, oder was? Hä? Oh, bitte. Das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich wahrscheinlich echt einen Pfeil und Bogen brauche. Oh, jetzt sag Kim, hüpf. Und dann schieß auf... Na. Gut, ich brauche einen Pfeil. Aber ich gehe nicht fischen. Ich glaube nicht, dass man das machen muss. Das wäre jetzt so toll, wenn man sie da wieder zurück teleportieren kann. Pfeil und Bogen. Ja, klar will ich das. Super, dankeschön. 20. Hm.
Gott. Wie doof. So. Gibt's doch jetzt bestimmt eine schnellere Methode, da durchzukommen. Nein, nicht mit dem. Wo ist mein Enterhaken? Da. Boah, weh, die kann man jetzt nicht mit Pfeil und Bogen besiegen. Ja, servus. Ich bin halt allein unterwegs. Schon die zweite Session, wo ich das mache. Das ist eigentlich entstanden, weil ich unser Streaming-Equipment testen will. Und mittlerweile bin ich aber in Link's Awakening Fieber gefangen. Das bringt ja nichts! Was soll denn das? Okay, gut. Also, ich habe mir jetzt völlig nutzlos diesen scheiß Pfeil und Bogen gekauft. Okay, eine Idee habe ich noch. Und zwar, ich hole mir jetzt den Bumerang. Und ja, ich weiß, dass man einen Bumerang kriegt, wenn ich jetzt den Pfeil und Bogen da unten beim Strand eintausche. Oder muss ich am Ende doch fischen gehen? Ja, genau. Ich teste es, dass dann als nächstes Mal bei der Dreier-Session funktioniert. Aber ich habe jetzt sogar mittlerweile das neueste Kastel da von Elgato gekauft, was es gibt. Aber auch das spackt ordentlich rum nach einer gewissen Zeit. Und dann ist es jetzt gerade leichter, weil ihr sitzt direkt daneben. Das heißt, die steckt das ein und aus. Aber wenn wir zu dritt sind, dann liegt das Kastel doch immer eher in der Nähe vom vom Fernseher. So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Das da muss man abgeben. Ja. So, jetzt habe ich den Bumerang. Und mit dem scheiß Bumerang kann ich doch ganz bestimmt jetzt den Schild von dem Viech da kaputt schlagen oder so. Klingt doch logisch. War da nicht irgendwo die Höhle von der Fee? War das da? Ja. Ja, dankeschön.
So. Kim. Jetzt aber. Haha. Na, das bringt gar nichts. Okay. Hä? Aber das ist doch logisch, oder? Der springt jetzt. So. Hüpf, hüpf. So, jetzt hängt das Kastel. Also wenn irgendjemand weiß, wie man diesen Typen da besiegen kann, und ich hoffe, es ist jetzt nicht die nächste Antwort, Kirby, du musst fischen gehen, dann wäre ich natürlich sehr dankbar, bevor ich jetzt nochmal da raus muss und den ganzen Weg da ablaufen muss, weil langsam gehen mir die Ideen aus. Mann, lass mich doch in Ruhe. Hä? Das gibt's doch nicht. Ihr, ihr Bomben, Enterhaken. Also mit dem Pfeil hätte doch gar keinen Sinn ergeben. Probier die Wirbelattacke. Nein! Moment! Nein! Ja, fuck you. Kim. Na. Bomben ausprobieren. Das bringt auch nichts. Also mit dem Bumerang, der hat doch eigentlich Sinn ergeben, wenn er jetzt springt. Dass er von hinten irgendwie trifft. Check's nicht. Jetzt Kim, lass dich halt einmal verwunden. Sag dir verwundbar, liebes Monster. Na. Von hinten nicht. Die Wirbelattacke. Ja, aber wenn der Bumerang auch schon nicht durchkommt. Okay.
Pfeile. Kann man die Pfeile aufladen? Kann ich den Bumerang aufladen? Na. Muss ich jetzt echt den Bogen wiederholen. Also ich höre jetzt mal auf den der Erhabene und gehe mal eine Runde fischen. Bewege den Köder mit L und drücke A, wenn ein Fisch schon beißt. Willst du sie schnell einziehen, drücke A, schnell mehrfach hintereinander. Haha, ein extrem weiter Wurf. Schaut der geil. Oh, als wenn es der schönste Tag in seinem Leben war. Oh, cool. 9 Rubine. What? Okay. Damit hat keiner rechnen können. Ja. Das ist eine Flasche. Boah. Wer hat damit rechnen können? Ja. Fuck. Oh, leck, du Idiot. Ach so. Da kann ich das nochmal machen. Ist es nicht eines der spannendsten Dinge, die ihr halt gesehen habt? Na. Jetzt der Kim. Die Flasche holen wir jetzt. Nein!
Mhm. 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 Boah, du Arschloch. Oh, nein. Jetzt habe ich keine Rubine mehr, dass ich überhaupt angeln kann. Cool. Super. Ganz toller Tipp. Mit dem Fischen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, der Erhabene. Ich hole mir jetzt, glaube ich, ein Rad vom Telefon. Im Maskentempel. Na, da war ich noch nicht. Da gibt es ein Herzteil. Das habe ich doch schon, das Herzteil. Das habe ich doch jetzt gerade geangelt. Oder gibt es da noch eins? Keine Ahnung, ich schaue nicht zu. Super, danke. Also, ja, ich habe schon das Herzteil. Danke für den Tipp. Ich bin dankbar über den nächsten Tipp. Ja, eine der 10 Forelle-Fragen, ja. Willst du den Bogen zurückkaufen? Nein, ich will den nicht kaufen. Ich will den... Boah, du... Was soll denn die Scheiße? Also, das heißt, ich habe jetzt den Bogen getauscht gegen den Bumerang. Jetzt habe ich den Bumerang. Jetzt muss ich wieder 300 Rubine verdienen. Das... ist das grausam. Hier. Na. Na. Hä? Ah. Also wirklich, das ist das beste Kastel, das es auf dem Markt anscheinend gibt. Mein Bier ist jetzt gleich nochmal leer. Ach, das ist ja die Muschel. Ups, Moment. Jetzt ein Grab halt. Ich verzweifle jetzt dann gleich. Okay, er zeigt das an, dass hier irgendwo eine Muschel ist. Aber er zeigt nicht an, wo. Kann ich das hochheben? Nein. Kann ich hier graben? Nein. Na, das ist nicht drahtlos, das Kabel. Das Kastel. Ich habe jetzt
am Anfang den Laptop in Verdacht gehabt, aber es ist jetzt mittlerweile nicht einmal mehr Windows, sondern sogar Mac und ich habe halt den ganzen Tag recherchiert wegen speziellen Einstellungen. Wo ist die Muschel? Aber nach einer gewissen Zeit stürzt das Ding einfach ab. Ah, da ist die Muschel. So. 300 Rubine. Ihr habt 12. Oh Gott. Mm. Mm. Ja, wenn wir zu dritt sind, dann sitzen wir ja nicht irgendwie vor eurem Schreibtisch, wo er dann in unmittelbarer Nähe euch steht. Also ich habe jetzt hier gerade neben mir sowohl die Switch, das Kastel von Elgato, ja und mein Bildschirm. Und wenn wir beim Kani zocken, dann ist das ganze Zeug halt beim Fernseher. Das heißt, es muss dann aktiv jemand aufstehen, das Kastel ein- und ausstecken. Ähm, aber das war das letzte Mal nicht das Problem beim Kani. Da hat es von Haus aus schon nicht gut funktioniert. Na, da müssen wir nicht hoch. Nein! Na, das stimmt, das ist beim Kani nicht das einzige Problem. Ah ja, stimmt, da war mein Freund, da habe ich ja behauptet, das funktioniert dann mit dem Enterhaken. Und ich habe recht gehabt und bitte, bitte, bitte 500 Rubin. 50, okay. Scheiße. Aber auch nicht schlecht. Hm. So, es war jetzt irgendwie richtig toll, wenn ich einfach auf Ohrenschlag nur 200 Rubine mehr finde. Mir kann man natürlich jetzt einfach auch die nächste Stunde Gras schneiden und die frei gewordenen Flächen nur mit der Schaufel bearbeiten. Das habe ich zumindest als Kind früher gemacht, wenn ich Rubine gebraucht habe. Okay, das ist doch jetzt auch total nutzlos. Ich flippe aus.
So, wo gehen wir denn jetzt hin? Er hat doch gesagt Maskentempel. Vielleicht bin ich ja da bei dem völlig falschen Tempel. Aber er hat Zodorf gesagt. Also stimmt das schon. Das ist schon das Richtige. Wie besiegen wir den? Wie? Hm. Hm. Oh, zu wenig Muscheln. So, ich muss jetzt hier blaues Getränk zu mir nehmen. Prost. Mmh. Ah, geil. Der Kontrast auf Bier ist richtig hervorragend. So. Was machen wir jetzt? Wie können wir den besiegen? Auf Bomben hat er nicht reagiert. Ja, scheiße. Es wird schon irgendwie mit dem Pfeil und Bogen was zum Tor haben. Ja, danke. Einen schönen Abend nur, beziehungsweise ein schönes Osterwochenende. Ah. Jetzt habe ich zumindest eine Idee, wie man an Rubine kommen könnten. Und ihr mir zumindest auch noch begutachten könnt, wie ich Spaß habe in einem Dungeon. Und zwar dann gehen wir zu dem Boris und bauen uns doch mal einen Dungeon. Die ist da schon, okay. Das heißt, war uns auch mal richtig easy. Okay.
Also, falls ihr das gerade nicht merkt, ich schaue mir das jetzt nicht ganz genau an, was da jeweils drin ist. Ich schaue jetzt einfach nur, dass ich hier, also Ding, richtig hinkriege. Das ist doch bestimmt easy. So. Okay. Aha. Oh. Genau, in so einem ungünstigen Moment hängt das scheiß Ding wieder super. Haha, 5 Rubine. Ich habe mir jetzt gedacht, boah, cooler hellblauer Rubin. Das ist bestimmt 100 Rubine wert, aber na. Ein Rubin. Ah. Okay. Und wieder 5. Naja, immerhin. 11. Wo geht da von vorne? Ich hab doch vorhin bestimmt schon mehr Rubine gehabt. Oder? Ja. Und wie Kimi dahin? Da war ja gar keine Tür. Habe ich das falsch aneinander gereiht? Ach. Ach Leute, da ist ein Geheimgang. So, dann schauen wir mal, was für Boss drin ist. Oh. Da muss man, glaube ich, nur draufhauen, ne?
Und was kriegen wir jetzt dafür? Dass wir die Grundlagen beendet haben? Ach, die kann man mehr. Ah ja, schön. Ah ja, und die Rubine. Ja, gut. Das bringt jetzt irgendwie nicht so viel. Oh, Idee habe ich auch noch. Schauen wir da, ob da noch irgendwie ein Dungeon oder ein Loch oder irgendwie sowas zumindest ist. Oder Muschel. Oder Herzteil. Cool. Ah. Da ist ein Herz. Eine Muschel. Ja, der Amadeus ist auch da, hallo. Und moin ist gut gesagt, um die Uhrzeit. Du hast mindestens 2 Dungeons verpasst. Und jetzt müssen wir gerade ganz verzweifelt unseren Bogen, den wir gegen einen Bumerang eingetauscht haben, wieder zurückkaufen. Leider haben wir beim Angeln sämtliches Geld verloren. Ja, die Geschichte ist wahr. Ja, Gambeln war ich auch schon. Habe ich schon durchgespielt, komplett. Ja, sag mal, wie viel hält denn der aus? So. Das dauert mal jetzt lang. Wir beamen uns natürlich mit unserem Mamboli zurück. Immerhin haben wir schon 107, 109 Rubine. Wir kommen die 300 immer näher. Mir ist nämlich jetzt gerade nur eingefallen, dass in der Bibliothek, wo wir ganz am Anfang kurz mal drin waren, wir lauter verschiedene Bücher haben. Und es kann sein, dass da vielleicht bei einem von den Büchern auch nochmal so ein Tipp drin steht, wie man gegen diesen Ritter ankommt. Findest du verschiedene Orte? Möchtest du die Karte ansehen? Okay, das bringt nichts. Dunklen Geheimnisse, willst du das Buch wirklich lesen? Okay, das brauchen wir ganz zum Schluss. Was ist das da? Die versteckte Macht der Farben. Willst du das Buch lesen? Ja. Ah, okay. Das ist ein Zusatzdungeon, den man öffnen kann bei den Grabsteinen. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte dahinter. Den gab es nämlich nur beim Game Boy Color. Deswegen ist es der Dungeon der Farben. Wie wird wohl diese bunte Welt aussehen? Ich habe das leider nicht spielen können.
Weil ich hatte das Ganze nur am Game Boy Pocket in Schwarz-Weiß. Gab es keine Farben. Bombenstimmung. Also, okay, ich habe das jetzt hier irgendwie dann anders in Erinnerung. Ich habe gedacht, da kriege ich bessere Tipps, aber das sind die Grundlagen. Also müssen wir weiter Rubine sammeln. Ja. Ich kann ja zumindest mal dabei in diese Urunga-Steppe gehen. Vielleicht können wir ja das eine oder andere mit dem Enterhaken noch machen. Uns fehlt ja auch nur ein Fleckchen auf der Karte. Hier geht's zum Dorf entlang. Oh, jetzt hängt das Ding schon wieder. Ah ja, Amadeus. Weil wir uns ja halt Vormittag schon mal kurz dazu ausgetauscht hatten. Also das Ding und das, was ich eingestellt habe, hat anscheinend doch keinen Rieseneffekt. Hier entlang. Boah, hoffentlich kriege ich irgendwas Gescheites am Ende. Du fragst mich Sachen, als wenn ich während dem Stream mich auf irgendwas anderes konzentrieren hat als auf dem Stream. Ja. Das ist genau in der Auflösung, in der es sein soll. Boah, ist das nervig. Toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Hui, wer bist denn du? Der Musikfrosch. Müsste eine neue Komposition hören für lächerliche 300 Rubine. Ja klar, lass hören. Kein Geld, keine Musik. Okay. So, das heißt, wir können uns jetzt dann für 300 Rubine entscheiden, ob wir unseren tollen Bogen zurückkaufen, in der Hoffnung, dass wir jetzt den einen Ritter, den wir vorhin nicht besiegen konnten, dann besiegen können.
Oder uns hier geile Musik vom Frosch holen. Vom Froschkönig. Auf jeden Fall braucht man Rubine. Nein. Ja, lass mich doch in Ruhe. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine Lehre draus gezogen. Ich mache keine Tauschgeschäfte mehr mit Items, die man für teuer Geld kaufen musste. Oh, eine Muschel. Das ist bestimmt da oben. Oder da. Nee. Wenn du schon googelst. Aber na, das siehst dann später, wenn wir es vielleicht nochmal ausprobieren. Dann hast du vielleicht eine Idee, was wir da machen könnten, dass wir den Ohrenritter besiegen können. Hörst du auf? Da geht's ja weiter. Ah! Okay. Hä? So. Warum ist da eine? Komisch.
Da ist eine Muschel. Na, da ist eine. Nein, nein, da ist eine. Klar. Geheimnisse der nahen Erde. Wow. Ja, immerhin. Boah. Mies. Richtig mies. Wie viel brauchen wir noch? Immer noch 100. Hey, da unten ist noch ein Herzteil. Das holen wir uns noch schnell. Tada. Angeln die großen Fische. Und dann? Ach so, wegen die Münzen. Ja, na, also wir haben ja vorhin geangelt. Und da habe ich erfolgreich meine ganzen Münzen verloren. Die kann man verkaufen, oder? Was willst du verkaufen? Die Fische? Na. Weißt du nix hin oder irgendwas? Bestimmt nicht Model. Magische Lupe, ja. Ja. Ja, sag mal. So, wenn es jetzt da ausschlägt, muss ich doch da bestimmt da irgendwo graben, oder? Ja. Haha. Bald haben wir alle Muscheln. Na. Das stimmt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in den letzten 2 Dungeons auch nochmal Muscheln sind. Das heißt, das dauert ziemlich bis zum Schluss, bis man die Möglichkeit hat, dass man sämtliche Muscheln hat fürs Masterschwert. Da waren wir vorhin auch schon. Die waren im Originalspiel nicht grün, die waren im Originalspiel tatsächlich hautfarben. Die grünen, wabbligen Dinger. Da bringt's nichts. Muschelbazar. Können wir jetzt höchstens mal beim Muschelbazar schauen, ob wir genügend haben, in der Hoffnung, dass wir dann 100 Rubine kriegen. Aber wenigstens haben wir jetzt mittlerweile schon über die Hälfte.
Nein. Da muss ich hier drunter. Oh. Hey, das ist eine Höhle. Und wenn wir Glück haben, voller Rubine. Ah. Naja, okay. Aber was machen wir dann zuerst? Holen wir uns dann zuerst einen Bogen wahrscheinlich wieder. Weil was der Frosch für ein Musikstück hat, keine Ahnung. Bestimmt nichts Gescheites. Also normal, wenn wir jetzt Richtung Strand schon gehen und dann nochmal alles zerschneiden, dann sollten wir genügend Rubine haben. ,300, perfekt. Ein Teil der Macht ist im auch noch mit. So. Ich kann mir meinen eigenen Bogen wieder zurückkaufen, das ist ja super. Wow, ich habe meinen eigenen Bogen wieder. Toll. Gut, jetzt haben wir wieder sämtliche Items. Dann probieren wir jetzt den scheiß Ritter nochmal.
ist eine Fee. Huch, wo geht's denn da lang? Nein, da waren wir schon. Und die braucht unbedingt ein Ent. Also wenn jetzt schon irgendjemand mir einen Tipp geben möchte, was ich machen könnte, dass dieser Ritter mehr Schaden nimmt, dann bin ich demjenigen natürlich sehr dankbar. Wenn gleich wieder irgendein Tipp kommt, von wegen, sie bitte fischen geh, dann kann er sich den ersparen. Aha. Ich bräuchte noch mal einige Herzen. Schon wieder die Wirbelattacke. Also jetzt siehst du es ja eh gleich, was das für eine ist. Was ich hier komisch finde, ist, dass hier überall die Pfeile sind. Wirbelattacke, okay. Jetzt ist echt sehr viel kaputt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Und wie... Oh, wie soll man da drauf kommen? Nein!
Mann, der Wichser. Ah ja, okay. Dann nochmal vielen Dank für den Tipp mit der Wirbelattacke. Den haben wir vorher schon mal gehabt. Ich war anscheinend zu doof, das auszuführen. Es tut mir sehr leid. Für euch und vor allem für mich. O Eiland, Kokolint, bist nur eine Illusion. Bewohner, Monster, Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Ja, traurig. Nur eine Illusion. Oh je. Gut. Wo der nächste Tempel ist, wissen wir ja auch schon. Dann würde ich sagen, machen wir uns gleich auf dahin. Ich lasse euch hier nur 2 Minuten kurz eine Verschnaufpause mit dem Uhu. Den dürft ihr euch dabei anschauen. Ich muss ganz kurz menschliche Bedürfnisse befriedigen und dann sind wir gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Dann schauen wir mal, dass wir in den nächsten Dungeon gehen. Alle beamen und schnell zurück.
Da, 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 da. Dann können wir schnell zur Fee. Und ich habe echt extra den Bogen nur zurückgekauft. Und das haben wir im Maskentempel. Oh. Okay, ich glaube, die kann man sogar nicht besiegen. Ah ja, genau, in dem Tempel kriegt man, glaube ich, einen noch stärkeren Kraftring. Kraftarmband. Okay. Boah, leck. Super. Jetzt müssen wir wieder zurück, den anderen Schalter betätigen und da wieder rein.
auflädt, laufen wir da erst noch hoch, beziehungsweise da ist ein Schalter. Oh Mist, wie kann man jetzt sie besiegen? Und schon wieder hängt's. Ach, das tolle Kastel. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Okay. Das ging tatsächlich jetzt erstaunlich schnell. Also, das dauert ja normalerweise um einiges länger, bis man da mal das nächste Item hat. Aber wer wird sich schon beschweren? Ah, okay. Hundert Rubine. Fehlen ja uns nur noch 200, dass wir mit dem... dass wir das eine Musikstück von dem Froschkönig kriegen. Okay. Also bis jetzt ist der Tempel ziemlich cool. Ich kann mir die Viecher da jetzt einmal besiegen. Achso, okay.
Und schon mal einen kleinen Schlüssel. Gut. Was ist mit dem los? Oh. Oh. Oh, spring halt darüber. Ach so, super. Da muss ich ja nur gar nicht hin. Ah. Cool. Wie hüpft der Pferd? So.
weiter. Hä? Okay. Boah! Ja, sehr gut. Dann können wir uns ja später das tolle Lied dann doch noch holen. Also, wenn ich es jetzt so mache, dann hüpft es auch nicht richtig. Wieso? Weil das 3 hüpft. Ah, die kennen wir ja auch schon. Oh, uns fehlt ein kleiner Schlüssel. Scheiße. Scheiße. Ihr müsst da wieder zurück. Na, doch nicht. Okay. Aber hoch muss ich... nee, da muss ich... Ja. Und Klärschlüssel. Okay. Geradeaus.
jetzt nicht lang rumbereitet. Warte mal. Dann die da zur Seite. Ja, ist überhaupt noch jemand im Chat oder schlaft sie alle schon? Gehen wir jetzt doch mal hoch. Ah, einer ist zumindest da. Wobei dir, Matthäus, auch zutraut, dass du so im Halbschlaf bist. Ja, das ist halt der letzte Dungeon. Das heißt, es gibt dann mindestens nochmal eine Session. Kleiner Schlüssel. Was? Okay, auch in Ordnung. Du schaust gerade mit deinem Drucker zu, okay? Und wo bist du mit der hauptsächlichen Aufmerksamkeit? Beim Drucker oder beim Stream? So, da ist unser kleiner Schlüssel. Dann muss ich jetzt da wieder ganz zurück. Hä? Juhu. Okay, wie das löst, dann geht einfach nur die Tür auf. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Oh, cool. Eine Zaubermuschel. Nein. Mist. Ich muss gar nicht aktivieren brauchen. Nein. Dann haben wir eh schon alles, oder? Dann fehlt uns eigentlich dann nur noch der Bossschlüssel. Ah, na, die Karte fehlt uns auch noch. Das ist eins weiter unten.
Aber die brauchen wir eigentlich ja nicht. Na, wir laufen jetzt da wieder zurück. Und das machen wir am besten, weil wie müssen wir da dann lang? Oben? Ah, super. Ja. Bitte nicht die Karte. Die von Krügen umgebene Schatz lässt sich durch eine Erschütterung öffnen. Okay. Sehr gut. Dann müssen wir nur zur Bosskammer. Da waren wir von eh schon. So, wie war jetzt das? Muss man da dann auch wieder da lang? Vielleicht können ja jetzt gerade was. Vorhin sind da 2 Feen rausgekommen. Gut, dann lösen wir eben die gleich ein.
Dann guck mal, was das für ein Boss ist. Vielleicht ist ja eh easy peasy. Oh oh. Die Dämonenfratze. Okay, ihr habt spontan die Idee, Bomben drauf zu werfen. Hallo? Sollte der alte Wildenfisch jemals erwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du alles? Auch du. Und da ist der nächste Herzcontainer. Und unser nächstes Instrument. Die Korallentriangel. Das bedeutet, uns fehlen nur noch 2 Instrumente, das heißt 2 Dungeons. Was der Sound furchtbar. Und das heißt, das nächste Mal gibt es nicht ein neues Kastel, sondern dann vielleicht andere Einstellungen, anderer Laptop. Weiß noch nicht so ganz genau, was wir ausprobieren. Aber wir machen ganz sicher das Spiel nur fertig. Die Monster auf Kokolint befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Sie sind mächtig und könnten die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon nahe sein. Zum Bergturm fliege wie ein Vogel. Uhu, uhu. Ah. Da fällt mir gerade doch noch was ein. Wir sollten vielleicht nur kurz dieses Lied von dem Froschkönig holen, weil sonst vergesse ich das, bis wir das nächste Mal streamen. Weil wir das nächste Mal einen Vogel wieder erwecken dürfen müssen. Und ich glaube, dafür braucht man das Lied. Schauen wir mal, wie viel haben wir denn? Ja, easy. Na, leider Kondoro. Aber einen lustigen Vogel. Ah, Wart, der Musikfrosch. Er ist gar kein Froschkönig. Kostet nur lächerliche 300 Rubine. Klar, lass hören.
ist der Kröten-Rap, natürlich. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter, selbst leblose Gegenstände. Genau. Und wir platzieren uns dann gleich noch an der richtigen Stelle. Dann ist schon so ein halber Spoiler. Oder nicht. Außer der Moblin tötet uns vorher. Also ich glaube, es ist entweder hier oder ich muss dann extra noch zu so einem Grab. Aber, das heißt, ich speichere schon mal. Und verabschiede mich von euch. Es sind eh nicht mehr so viele dabei wie am Anfang. Ich glaube, der einzige, der noch aktiv zuschaut, ist der Amadeus. Und ja, schreibt es in die Kommentare, ob es euch Spaß gemacht hat. Ich habe ja schon ein paar positive Kommentare gehört zum restlichen äh, Aufbau, zum Sound. Der war ja halt ganz gut. Und sagen wir mal, alles, was man ja gesehen hat, lief ja auch sehr flüssig. Von dem her, das freut mich ja schon mal sehr. Und ja, alles Ankündigen hat diesmal etwas besser funktioniert, wird es beim nächsten Mal wieder geben. Daher wünsche ich euch allen eine gute Nacht und ein wunderschönes Osterwochenende. Übertreibt es nicht und bis zum nächsten Mal. Beim besten Stream beziehungsweise beim besten Podcast dann der Welt.